So, hallihallo zur Special-Folge. Hallo. Nachdem wir hier, 26 Minuten mit der Technik rumgemacht haben. Oh mein Gott. Ja, diese Aufnahme steht unter keinem guten Stern. Ne, aber wirklich nicht. Und ich war eh schon irgendwie zu spät und so null vorbereitet, so typisch ich halt. Bin irgendwie noch so kurz vorher mit dem Hund draußen gewesen. Und jetzt finde ich die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, nicht. Mhm. Wir wollten es ja locker halten, vielleicht ist es ja gar nicht schlecht. Ja, du hast ja gesagt, du bist vorbereitet, ne? Also, ich habe den Artikel hier ausgedruckt, vor mir liegen, aber da wir jetzt doch nicht nur über den Artikel reden wollen, weiß ich nicht, wie vorbereitet ich bin. Ja, ja, na gut, also für alle, die hier zuhören und denken so: „Hä, um was geht's eigentlich?“ Wir wollten ja heute tatsächlich drüber reden, dass die Problematik so 'n bisschen ist, dass man halt im Internet über die Gefäßkompressionssyndrome wenig findet. Man muss sich die Infos irgendwie immer ähm, total so zusammensuchen und zusammenstückeln, teilweise aus Selbsthilfegruppen, teilweise mit Google. Aber auch Google hat teilweise, ja, einfach seltsame Sachen drinstehen über die Ja, oder Gefäßkompressionssyndrome. wenig einfach, finde ich. Ja, Nur so ganz wenig. oberflächliche Infos immer. Ja, stimmt. Und, ich habe mir in der letzten Zeit oder im letzten Jahr, Mühe gegeben, irgendwie da so 'n bisschen so die Öffentlichkeit drauf zu stupsen und, Mhm. ja, irgendwie Möglichkeiten zu haben, in der Presse da drüber zu berichten. Und da hat sich halt auch rausgestellt, dass es super schwer ist. Also, selbst wenn man, denen halt versucht, genau zu erklären, was die Erkrankung ist und was dabei im Körper passiert und, was für Auswirkungen das dann wiederum hat und welche Symptome. Ähm, Deswegen, ich habe dann halt auch immer gesagt: „Hey, bitte schickt mir den Artikel, weil es ist super kompliziert. Die Krankheit ist sehr komplex.“ Nicht, dass dann vielleicht doch was Falsches drinsteht und war voll oft so voll die Katastrophe, wenn man dann den Artikel bekommen hat. Also, gar nichts gegen die, Personen, die das geschrieben haben. Aber da hat man gemerkt, dass es echt schwer ist für außenstehende Leute, die sich halt nicht so wie wir Betroffenen einfach fast täglich damit Mhm. auseinandersetzen, dass es ganz schwer ist, das, ja, zu fassen und zu verstehen. Ja, mir ging's auch ganz lange so, dass ich das alles gar nicht wirklich verstanden habe. Also, ich habe lange gebraucht, bis ich das nur ansatzweise irgendwie begreifen konnte. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man noch nie damit irgendwie Berührungspunkte hatte und dann so 'n Interview irgendwie führt, dass man dann schon ganz schön erschlagen ist von den ganzen Informationen. Und das ist dann halt das Problem, man hat halt kaum Quellen, wo man sich drauf beziehen kann. Und die Quellen widersprechen sich gegenseitig. Das ist halt auch immer schwierig. Ja. Ähm, Wir können ja mal den Artikel vorlesen. Ja, Soll ich gerne. einfach mal vorlesen Also, ich oder habe willst ihn du hier. vorlesen oder soll ich vorlesen? Also, mir ist Mir auch ist es egal, egal. Hast du ihn weil offen oder nicht? also, es soll natürlich nicht jetzt, gegen diesen Artikel sein oder gegen, Nein. Endometriose-Doc, sondern es ist einfach für uns jetzt voll das gute Beispiel zu erklären, was ist eigentlich das Problem, mit dem wir Betroffenen jeden Tag zu tun haben, ne, und weshalb die Aufklärung so wichtig ist. Und das bringt der Artikel einfach Sehr so gut auf den gut Punkt, ja. rüber. Ja. Deswegen würden wir den einfach jetzt als Beispiel nehmen und, wie heißt der? Kann es ein Gefäßkompressionssyndrom sein? Genau, auf der Webseite steht, „Ist eine Gefäßkompression Ursache für meine Schmerzen?“ Und, genau, Endometriose-Doc, habe ich auf Instagram entdeckt gehabt, und fand die eigentlich super gut, weil die halt auch, viel über Endometriose aufgeklärt haben. Und ich habe mich mega gefreut, dass die sozusagen die Gefäßkompressionssyndrome dann mit aufgenommen haben und da 'n Beitrag gemacht haben. Fein, dann habe ich das geteilt in der Story und dann hat, mich Andreas angerufen und hat gemeint: ähm, du teilst es in der Story, hast du dir mal den Artikel durchgelesen?“ Ich so: „Hä, welchen Artikel?“ Und da wusste ich noch gar nicht, dass es halt 'ne Webseite gibt, ähm, und da halt dann ausführliche Berichte, über die Beiträge geschrieben Mhm. sind. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich den Beitrag aus der Story ganz schnell rausgenommen. Ja.
Also, ich kann es sehr verstehen. Man freut sich natürlich erst mal total, dass überhaupt darüber berichtet wird, weil das passiert ja schon nicht, leider, oder sehr selten. Und ich fand den Beitrag an sich auch eigentlich ganz okay. Also, man könnte 'nen besseren Beitrag drüber machen, sicherlich, aber ich fand den Beitrag auch ganz, also, fand ich jetzt noch nicht so schlimm wie den Artikel. Aber Ja. der Artikel ist natürlich jetzt nicht so toll. Aber ich habe ja herausgefunden, was heißt herausgefunden? Also, ich habe einmal gegoogelt und festgestellt, dass Endometriose-Doc ja, nicht irgendwie 'n Verein ist oder so was, weil ich dachte erst, es wäre vielleicht auch 'n Verein, so was wie die Endometriose-Vereinigung oder halt Mhm. einfach Leute, die betroffen sind und sich da irgendwie organisieren, so wie wir, Mhm. und halt darüber irgendwie aufklären möchten. Aber das ist ja nicht so, sondern das ist eben Teil von dem Wort und Bild Verlag, der ja auch für die Apothekenumschau zum Beispiel, Mhm. zuständig ist. Ja. Und ich glaube, also, die machen halt hauptsächlich eben diese Artikel und auf Instagram bewerben sie das halt dann. Und es hat für mich irgendwie dann sehr viel Sinn ergeben, warum dieser Artikel so zustande gekommen ist, weil ich mir dann doch vorstellen könnte, dass Betroffene vielleicht da dann doch 'n bisschen anders mit umgegangen wären. Mhm. Na ja, die haben halt ähm, das sind ja jetzt auch Personen, die selbst nicht betroffen sind und die auch nicht in Selbsthilfegruppen unterwegs sind und die wahrscheinlich auch nicht 'n internationalen Überblick haben, ne? Genau, ja. Ja. Also, weil was mich halt so fassungslos gemacht hat im ersten Moment, war dann so: „Wie kann das sein? Wir sitzen doch irgendwie im selben Boot.“ Ich fühle mich total verbunden mit den Betroffenen von Endometriose, auch wenn ich selber es nicht habe. Einfach weil ich den Eindruck habe, dass es da sehr viele Parallelen gibt Ja, und, es ja auch Überschneidungen gibt. Es gibt ja auch Leute, die beides haben durchaus, also Endometriose und Gefäßkompressionssyndrome. genau. Gibt es ja nicht wenig Leute, die da beides haben. Und deswegen dachte ich immer so: „Ja, wir ziehen irgendwie an einem Strang.“ Und das fand ich dann sehr seltsam, dass dann eben so 'n Artikel da kommt und dann eben auch leider nicht, also klar, es ist kompliziert und, du kannst da was falsch verstehen und vielleicht war der Artikel nur gut gemeint, aber dann ja auch auf die Kritik wurde leider dann ja irgendwie nicht so eingegangen. Und, ja, da hätte ich mir vorstellen können, dass, wenn das jetzt Betroffene gewesen wären, die das verursacht hätten, dass die da vielleicht dann anders im Nachgang zumindest mit umgegangen wären. Mhm. Das hat dann Du für mich meinst einiges erklärt, als ich festgestellt habe, dass es eben nicht 'n Verein ist, der gemeinnützig arbeitet, sondern halt 'n Verlag, der halt gewinnorientiert arbeitet eher. ja, ja, so ging's mir halt auch, weil ich dachte halt auch so: „Cool, Endometriose hat ja eigentlich die gleiche Geschichte hinter Ja, sich“, ne? voll, voll. Endometriose wurde ganz lange nicht ernst genommen, nicht gesehen. Frauen wurden, ja, nicht gehört mit ihren Beschwerden. Es hieß, es ist normal. Und deswegen macht es mich ja auch so betroffen, weil wir stehen sozusagen genau an der Stelle, wo Endometriose vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war, Mhm. dass es halt völlig abgestritten wurde, dass es das gibt. Ja. Und da hieß Und es ja auch mal, dass es selten sein soll bei ja, Endometriose. Und jetzt wissen wir, es ist absolut überhaupt gar nicht selten. ne. Und, ja, und deswegen war ich, glaube ich, auch dann so traurig darüber, dass grade also, wenn's jetzt irgendwie 'ne andere Plattform gewesen wäre, die gar nix mit Frauengesundheit, Frauenerkrankung zu tun gehabt hätte, ne? Aber da das ja wirklich eigentlich die müssen ja wissen, wie's ist oder wie's mit der Endometriose war und dass die wirklich vor 'n paar Jahren noch nicht ernst genommen wurde und man als Frau belächelt wurde und, es hieß, das ist total normal, dass man das hat und die Frau steigert sich da nur irgendwie rein und bildet sich das ein oder so. Also, richtig übles Medical Gaslighting. Und ich muss halt sagen, der Artikel jetzt über die Gefäßkompressionssyndrome ist genau das Medical Gaslighting, was wir Betroffenen seit Jahren erleben, ertragen und dagegen kämpfen müssen. Ja, total. Ah, also, schon krass emotional, finde ich das Thema, Ja, aber ich für bin mich auch auch. Also, sagen wir's so, bei mir sind auf jeden Fall Tränen geflossen, als ich den Artikel zum ersten Mal gelesen habe. oh ne, wirklich? Ja, Krass. doch. Ich bin aber auch 'n sehr sensibler Mensch, sehr nah am Wasser Ja, gebaut. ich auch. Aber also, mich hat das schon noch mal sehr, sehr verzweifelt gemacht. Also, grade, einzelne Aspekte, aber das können wir gleich im Detail vielleicht besprechen, die mich Genau, dann doch irgendwie als Betroffene schon verletzt haben, muss ich sagen. ja. Ja, ich weiß auch nicht, also, ich bin, sowieso emotional. Ich bekomme wahrscheinlich genau morgen meine Tage. Oh nein, Ich pünktlich habe zu einfach Weihnachten. ich bin so was im PMS-Game drin, also, so richtig krass. Und, ja, mein Körper stellt sich schon irgendwie drauf ein, deswegen bin ich da auch grad so wahrscheinlich so emotional. Das wäre was anderes, wenn wir das jetzt nächste Woche aufnehmen würden.
Ähm, Ja, aber emotional sein ist ja nichts Schlechtes. ne, absolut nicht. Grad bei so einem emotionalen Thema irgendwie. Ja. Sollen wir einfach jeder liest einen Abschnitt, also, dass wir immer einen Abschnitt vorlesen und dann was dazu sagen? Okay, dann machen wir das so. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ewig, aber na ja, schauen wir mal. Wer fängt an? Egal. Okay, dann fange ich jetzt mal an Mhm. einfach. Wenn starke Endometrioseschmerzen im Unterleib trotz Therapie nicht besser werden, kann selten auch ein Kompressionssyndrom der Beckenwehen vorliegen. Wie Gefäßexpertinnen es erkennen und behandeln. Ach so, das war die Unterüberschrift, glaube ich. Ja. Ja. Endometriose bedeutet, Schmerzen zu haben. Bei manchen Frauen solche, die kaum auszuhalten sind. Und nicht immer hilft die Behandlung ausreichend. Kein Wunder, dass da bei einigen die Frage aufkommt, könnte nicht doch was anderes dahinter stecken? Die Liste möglicher Ursachen für Unterleibsschmerzen ist lang. Die meisten, wie Myome, Zysten, Entzündungen oder Tumore, sind gynäkologischer Natur. Die Frauenärztin oder der Frauenarzt hat sie in der Regel ausgeschlossen, bevor er oder sie eine Endometriose festgestellt hat. Bleiben also noch Blase, Darm und Psyche, die Schmerzen im Unterleib hervorrufen können. Oder die Venen im Becken. So, Bis dann kommt jetzt die. hierher Hm? bis hierher ist ja noch okay, ne? Ja, bis da gehe ich voll mit. Passt alles, würde ich sagen. Okay. Gut. Überschrift: Infos aus sozialen Medien oder Foren. Echt? Warte mal. Ah, doch, ich habe die falsche Seite, sorry. Ja, du hast recht. Immer häufiger äußern Patientinnen mit Endometriose in meiner Sprechstunde den Verdacht, an einem sogenannten Gefäßkompressionssyndrom zu leiden, sagt Dr. Sophie Neuhaus, Fachärztin für Anästhesie und Schmerztherapeutin am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie behandelt Frauen mit chronischen Schmerzen. Die Betroffenen stoßen in den sozialen Medien oder Internetforen auf die Krankheit und geben zum Teil vierstellige Summen für eine entsprechende Diagnostik aus. In der Folge wird manchmal Patientinnen attestiert, an mehreren Kompressionssyndromen gleichzeitig zu leiden, berichtet Neuhaus. Seit sich solche schweren Diagnosen bei ihren Patientinnen häufen, befasst sie sich intensiver mit der Thematik und tauscht sich mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fachdisziplinen aus. Okay. Also, meine erste Frage dazu ist: Welche sozialen Medien und Internetforen? Mhm. Genau, Also, es gibt eigentlich ja kann nicht nur Westphler Voices damit gemeint sein, ja, weil was anderes also, gibt's praktisch ja nicht. Also, deine Facebook-Gruppen halt, aber sonst es gibt ja 'n paar Einzelne, die privat darüber aufklären. ja, Aber ich denke nicht, dass die gemeint sind. Also, ich habe mich tatsächlich auch angesprochen gefühlt und das ja, liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie immer alles auf mich beziehe oder so. Ähm, aber ich habe auch 'ne Freundin, die bei der Dr. Neuhaus Patientin ist mhm, und die Gefäßkompressionssyndrome hat und die war eigentlich sehr begeistert von der Ärztin, ähm, und war aber auch super enttäuscht, als sie diesen Artikel gelesen hat. ja, Weil verstehe ich. sie dachte eigentlich, dass die Ärztin sich damit beschäftigt und, eher sozusagen 'ne Unterstützung für uns wird. Ja, Und ich selber war ja auch schon an der Uni Heidelberg, wegen 'ner Zweitmeinung, als ich die Diagnose bekommen hatte, Meiturner und Nussknacker und Dunbar, und halt die Krampfadern im Becken, also PCS. Und ich bin dahin und die haben dann eigentlich nur irgendwie so meine Beine angeguckt und so und haben dann gemeint so: „Ja gut, wir würden die Eierstockvene embolisieren und die Krampfadern veröden im Becken und dann wird's mir gut gehen.“ mhm. Die haben Aber sie haben überhaupt also deine Diagnose nicht direkt abgestritten, sondern gesagt: „Okay, das ist wirklich vorhanden, aber wir behandeln das jetzt so mit dieser Embolisation.“ sie haben weder Meiturner noch Nussknacker irgendwie angesprochen. Sie haben Okay. nur gesagt: „Ich habe PCS“, Okay, dazu kommen wir später im Artikel auch noch, ja. Okay. genau, und haben gemeint: „Ja, das da die machen wir einfach dicht und dann geht's mir gut.“ Und die Okay. haben die gan anderen also, die Gefäßkompression haben sie überhaupt nicht beachtet. Ähm, und da wusste ich ja schon, Gott sei Dank, sonst hätte ich das gemacht, weil die haben gemeint also, das hat halt gewirkt wie total easy peasy. Wir Mhm, machen das, das ist ne? Und danach habe ich wieder 'n tolles Leben. Und ich bin da raus und dachte: „Ja, auf Nimmerwiedersehen, ich komme nie wieder.“ mhm, gut. Weil ich halt so viele schon kannte, die das halt gemacht haben und denen's danach schlechter ging. Mhm. Ähm
ja, und aber die Uni Heidelberg ist halt also, hat halt 'n eigentlich 'n mega guten Ruf, so. Mhm. Ja, Ähm, das sind dann vor allem oft Unikliniken, irgendwie habe ich den Eindruck, die dann irgendwie da so falsche Informationen teilweise haben, was ich nicht so ganz ja, verstehen kann, weil man ja eigentlich denkt, im Uniklinikum ist man am allerbesten aufgehoben, ja, grade mit Krankheitsbildern, die so wenig erforscht sind eigentlich. mhm, mhm, voll. Und, ja, jetzt steht ja hier, ne also, eigentlich ist der Artikel 'ne Reaktion darauf, dass wir jetzt so aktiv werden in den sozialen Ja, Medien, weil das total. ist ja von uns Betroffenen die einzige Chance, die wir haben, das Internet. Und, Ja, ne und ich verstehe wirklich nicht, was daran so problematisch sein soll. Weil es wird ja mehr oder weniger also der Artikel suggeriert ja mehr oder weniger, dass es gefährlich ist, dass Aufklärung stattfindet, was ich einfach nicht verstehe, weil Aufklärung ist immer sinnvoll na und ja, aber richtig. aus Sicht der Ärzte, Ärztinnen, die also, so wie sich das jetzt halt liest, hört sich das halt an oder macht es den Eindruck so, die sehen da oder die werden halt oft angesprochen jetzt von Leuten und das sagen aber halt selber, ja, wie soll man das sagen? Also, dass das halt nicht gut ist, dass jetzt diese Krankheit so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil die Mediziner davon überzeugt sind, dass die Erkrankung zu selten ist. Ja. Aber selbst das verstehe ich nicht. Also, selbst wenn die Erkrankung selten ist, dann finde ich trotzdem, dass in Aufklärung nichts falsch ist. Also, ich finde doch auch seltene Erkrankungen sollen doch bekannter werden, damit dann die wenigen Betroffenen wenigstens, die Möglichkeit haben, 'ne Diagnose zu erhalten und Hilfe zu erhalten. Mhm, Ähm, und ich sehe einfach nicht, was die Gefahr daran ist. Also, der Artikel suggeriert so bisschen, dass es dann so ist, dass halt da ganz viele Leute denken, sie haben das und es ist halt nicht so, was ja sein kann. Je bekannter 'n Krankheitsbild wird, desto wahrscheinlicher wird es natürlich, dass auch Leute denken, sie haben das, die es dann vielleicht halt im Endeffekt mhm, nicht haben. Aber was ist denn das Problem an der Sache? Dann gehen die Leute zum Arzt. Ähm, hoffentlich haben wir dann eine gute Versorgungslage und eine Situation, in der viele Ärzte das kennen und, das dann auch, sich angucken können. Und dann stellen die Ärzte ja fest: „Ne, ist halt nicht vorhanden." Und fertig ist es. Also, es ist ja nicht so, dass du eines Morgens aufwachst, Instagram öffnest, einen Beitrag von Vascular Voices siehst und dann am nächsten Tag auf dem OP-Tisch liegst und dich irgendwie operieren lässt. Das passiert ja nicht. Aber das wird ja irgendwie so 'n bisschen suggeriert. stimmt, ja. So Ja, also, so wirkt es. Es ist, ne, so von wegen, es ist total gefährlich, dass jetzt da, diese Erkrankung so Raum einnimmt auf Social Media. ja, weil sie halt denken, ja, dann, denken alle, die haben das und dann lassen die sich alle operieren. Aber du wirst ja nicht einfach so operiert. Selbst wenn du die Diagnose hast, ist es ja nicht mal leicht, dann 'ne Operation zu erhalten. Es Und ist es ja wird auch ja so auch also, es ist ja auch schwer, 'ne Diagnose zu kriegen. ja, das Da kommen sowieso. wir ja auch noch gleich Das dazu. sowieso. Ja, und ohne Diagnose wirst du sowieso nicht operiert und selbst mit Diagnose wirst du nicht unbedingt operiert, weil es nicht unbedingt immer sinnvoll ist und, es dann selbst dann ja noch schwierig ist, weil wir einfach auch da zu wenig Versorgung haben. Also, es gibt ja nicht so viele Anlaufstellen Mhm, in Deutschland, wo man sich da jetzt operieren lassen mhm. könnte. Ja, und dann ist es halt so, dann gehst du halt zum Arzt, sagst: „Ich habe den Verdacht, dass ich das habe“, und dann sagt der Arzt: „Ne.“ Ja, selbst wenn du die Diagnose hast. Also, na ja, Ja. und also, ja, egal. Sollen wir weitermachen? Ja, mach mal weiter. Aber Oder ich finde ma allein schon dieses erste Zitat von dieser Frau Doktor Neuhaus schon sehr bezeichnend, weil sie ja der Subtext von diesem Zitat, also diesem in der Folge wird manchen Patientinnen attestiert, an mehreren Kompressionssyndromen gleichzeitig zu leiden. Das klingt jetzt vielleicht neutral, aber das suggeriert ja schon, es ist nicht so. Mhm. Und es steht ja auch noch dabei, geben zum Teil vierstellige Summen für eine Ja, entsprechende Diagnostik aus. da wissen wir, gegen wen das ist. Ja, Schollbach, Ja, aber das Problem ist, die Kasse übernimmt es nicht ja, und es gibt aktuell keinen Arzt, der sich alles also, der sich den ganzen Körper anguckt. ja, Also, wenn's andere Ärzte gäbe, die sich überall die Stellen anschauen, wo 'ne Gefäßkompression sein könnte, dann würden wir doch im Leben nicht so viel Geld ausgeben, natürlich weil nicht. wir Betroffenen sind meistens gar nicht mehr arbeitsfähig, ähm, haben geben wenn wir Geld haben, geben wir das ganze Geld irgendwie für Behandlungen und Therapien und alles Mögliche aus. Ähm, das teilweise muss man sich dann das Geld, um eben halt 'n Termin machen zu können für 'ne Rundumdiagnostik, sich ausleihen oder manche machen ja auch wirklich 'n Spendenaufruf. Ja, viele machen sogar für die Schollbach-Termine schon Spendenaufruf, Ja, und weil man sich das schon nicht leisten kann. das macht man ja nicht
aus Jux und Dollerei. Das sind Menschen, die richtig verzweifelt sind, die leiden, die kein richtiges Leben haben, die, gar nicht mehr am Alltag richtig teilhaben können, Ja, die vom Gesundheitssystem im Stich gelassen werden, von ÄrztInnen im Stich gelassen werden und nach Jahren irgendwann so verzweifelt sind und dann vielleicht auf Gefäßkompressionssyndrome kommen und das abgeklärt haben möchten und dann ist nur diese eine Anlaufstelle da. ja. Und das ist natürlich schlecht. Also, ich finde es auch schlecht, dass es nur diese eine Anlaufstelle Ja, gibt. Ich finde auch, dass Schollbach nicht das Monopol darauf haben sollte, ja, sondern dass es noch deutlich mehr geben sollte, die das, diagnostizieren können. ja, Und natürlich, sollten es Leute sein, die von der Krankenkasse bezahlt werden. ja, Aber was soll man machen? Also, wir können ja nichts dran ändern, dass die Situation so ist. ja, Natürlich rennen wir dann zu Schollbach. Wo sollen wir denn sonst hin? ja. Und das ist halt das, was so traurig ist, dass wir gar keine andere Wahl haben. Und hier in dem Artikel, ne, dass es heißt, ähm, dass man so hohe Summen ausgibt, das hört sich ja quasi an, als wäre das so 'ne Anschuldigung an uns Betroffenen. Ja, als würden wir uns jetzt unsere Diagnose kaufen. Aber das Ja, ist ja nicht so. Was ich sowieso gar nicht also, noch nie verstanden habe bei Schollbach, weil ich denke mir so: „Ich zahle dem das Geld ja so oder so. Der muss mir das nicht diagnostizieren. Ich kriege das Geld nicht zurück, wenn er's mir nicht diagnostiziert.“ Also, stimmt. insofern, was hätte der denn davon, mir das jetzt fälschlicherweise zu diagnostizieren? Gar nichts Ja. wahrscheinlich. Ja, und was man natürlich noch unterscheidet, natürlich kann's sein, dass man sieht, die Person hat da 'ne Gefäßkompression, aber man muss ja dann auch mit überlegen, das heißt ja nicht, dass man das gleich operieren muss, ne? Ne, Also, es überhaupt gibt nicht. ja Möglichkeiten und er schlägt es ja auch vor, ähm, erst mal konservativ viel auszuprobieren und die OP ist eigentlich die letzte Möglichkeit Ja, so, ne? Oder 'ne OP. Also, man versucht es ja eher zu vermeiden. Ähm, und es kann sein, dass man 'ne Kompression hat, aber man hat keine Beschwerden. Das ja, gibt's ja, ja auch das noch. ja, natürlich. Das kommt noch, genau. Aber warum würdest du denn vierstellige Summen ausgeben, um zu Schollbach zu gehen, wenn du keine Beschwerden hast? Also, Ja, weil das ist ja dann so 'n bisschen der Vorwurf, ja, dann wird es diagnostiziert, dann denken die Leute, sie sind krank, aber sie sind's gar nicht, weil sie haben keinen ja. Krankheitswert. Ja, aber sie werden ja in erster Linie nicht zu einem Diagnostiker gegangen, den man, selbst bezahlen Mhm. muss, wenn sie keine Beschwerden hätten. Ja, ich meinte jetzt auch eher, was weiß ich, wenn er jetzt bei mir hat er ja diagnostiziert, Mye-Turner, also Beckenvene, Nussknacker, Nierenvene und, Dann war Dunbar. mhm, Und Dunbar war bei mir aber nicht so stark ausgeprägt. Ich hatte auch überhaupt keine Probleme mit Essen oder Atmung oder irgendwas. So, jetzt hätte ich natürlich und das ist aber die Eigenverantwortung von jedem Patienten auch, egal um was es geht, um welche Erkrankung es geht. Wenn man die Diagnose hat, muss man wirklich entscheiden: „Ist das mein Hauptproblem ja, natürlich. oder was ist mein Hauptproblem?“ Sozusagen, dass ich halt das erst mal, ähm behebe. Deswegen, ich hätte jetzt auch, wenn ich jetzt gesagt hätte: „Oh mein Gott, Panik, ich habe Dunbar“, und ich hätte mich direkt an Dunbar operieren lassen, also, ja, dann würde es mir vielleicht irgendwie schlechter gehen sogar oder Ja, das weißt du, was ich grade meine? die Also Dunbar-OPs sollte man sich gut überlegen, finde ich. ja, Also, aber grade ich die glaube halt, es gibt natürlich auch Leute, die sind so verzweifelt, dass die dann halt direkt irgendwie 'ne Lösung wollen und dann teilweise auch in 'ne OP dann reingehen, ohne sich vorher vielleicht groß da informiert zu haben bei anderen, die schon diese OP gemacht haben, um wirklich abzuwägen, ist das Risiko ja, bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dass halt auch nach 'ner OP was schiefgehen kann und auch ja. nach irgend 'ner kleinen OP, kann auch was schiefgehen, ja? Also, das ist ja jetzt nicht nur bei, Gefäßkompressionssyndrom so. Ja, Ja. das wollte ich halt auf jeden Fall noch sagen. Ja, und d ich finde, umso wichtiger ist eigentlich die Aufklärung von uns, so, Ja. von uns Betroffenen und so, weil Ja, auf ja, diese Art und Weise gelangen ja dann auch solche Informationen an Betroffene, dass man eben sich das überlegen sollte, dass es verschiedene Möglichkeiten auch gibt, das zu genau, operieren und so weiter. genau. Ja, Ja. okay, soll ich Mhm. weiterlesen? Also, die nächste Überschrift, lautet: „Kompressionssyndrome sind selten und nicht alle rufen Beschwerden hervor.“ Okay, dazu muss ich jetzt leider direkt was sagen. Ich finde allein diese Überschrift schon 'n bisschen lustig, weil es wird auch später sogar noch geschrieben, dass, wenn es keine Beschwerden hervorruft, man es nicht Kompressionssyndrom nennt, sondern nur Kompression. Das, wurde ja auch schon mal in einer Podcast-Folge mit,
Doch Doktor Lichtenberg heißt Lichtenberg? er? Ja, Ja. dass man's dann Phänomen eigentlich nennt, ne? Ja, oder halt nur Kompression, aber auf jeden Fall nicht Kompressionssyndrom. Also, Genau, Syndrom impliziert, dass eine Symptomatik vorhanden ist, genau. die Bild passt, so. Deswegen ist allein schon die Überschrift 'n bisschen lustig. Vor allem der Person, die das geschrieben hat, ist das sogar bewusst, weil sie schreibt das an späterer Stelle noch. Deswegen frage ich mich 'n bisschen, wie diese Überschrift, verbrochen wurde, aber okay, egal. Ich lese jetzt einfach. Ein Experte auf dem Gebiet ist Gefäßmediziner Dr. Peter Klein-Weigel. Gefä Entschuldigung. Kennst du ihn? Nein, aber das ist sorry, aber ich habe das von so 'nem anderen Podcast, wer das zufällig kennt, Herz und Sack, soll keine Werbung sein, aber die lesen ganz anderes Thema. Die lesen teilweise von ihren Zuhörern, E-Mails vor und meistens geht's um Beziehung und Partnerschaft. Und immer wenn dann irgendwie so Alarmglocken angehen, kommt so Also, das war und deine Alarmglocke, weil er ein Experte auf dem Gebiet ist? Ja. ja, Ich dachte mir auch so: „Okay, interessant, Experte auf dem Gebiet, ich habe noch nie von dem gehört. genau. Komisch, ich lese mich seit Jahren, in die Thematik ein, aber okay, wer bin schon ich, um das zu beurteilen? Ich habe ja keine Ahnung." Genau, ja. Und das ist halt die Frage, wo ich mir auch stelle, wer sagt denn, dass jetzt diese Art Experte für Gefäßkompressionssyndrome ist? Ja, das verstehe ich auch nicht, wie man das entscheidet. Also, schon bei der Frau Dr. Neuhaus verstehe ich's nicht so ganz, weil die ist ja also, von ihrem Fachgebiet hat sie ja gar nichts damit zu tun eigentlich. Das Einzige ist halt, dass bei ihr in der Sprechstunde Leute vorstellig werden anscheinend, die das Genau, haben oder ja, die denken, es zu haben. Ansonsten hat die ja eigentlich soweit also, nix damit zu tun. nach meiner Recherche überhaupt gar keine Expertise oder Qualifikation. Ja, Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass Leute, die jetzt nicht aus dem Fachbereich sind, trotzdem sich damit gut auskennen können. Wir sehen es ja zum Beispiel an Professor Schollbach, der ja eigentlich Kinderarzt ist. Wir sehen es auch, an Dr. Putz, der ja Gynäkologe ist und trotzdem sich damit jetzt irgendwie 'n bisschen auskennt. Also, das mhm, ist ja durchaus möglich. Ich bin da auch voll offen für, dass man über seinen Horizont, hinausblickt. ja, Deswegen finde ich, man kann das nicht unbedingt anhand, der Fachrichtung direkt ausschließen, dass sich jemand damit auskennt. genau. Aber es wird ja halt auch nicht irgendwie genauer drauf eingegangen, warum die Leute sich jetzt auskennen oder Es ist ja auch qualifiziert total sein sollen. fein, wenn sich da jemand äußert und sagt, man hat halt total viele Patienten, die grad halt damit kommen und sagen so: „Oh mein Gott, kann es sein, dass ich das habe?“ Ähm, aber hier jetzt 'n Arzt zu nennen, und den als Experten für Gefäßkompressionssyndrome zu betiteln und keiner von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, kennt den. Ja. Ich glaube halt, weil er Gefäßmediziner ist er automatisch dann Experte für Gefäßkompressionssyndrome. Aber wenn sie doch wenigstens Doktor Lichtenberg oder so jemanden gefragt hätten. Ja, stimmt, es gibt ja durchaus auch Gefäßmediziner, die Ich sich damit wirklich glaube auskennen. also, ich bin selber auch schon mal auf den Arzt gestoßen, weil ich glaube, der wurde in der Apothekenumschau zitiert, Ah. wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, wenn man, googelt, dann findet man den. Ja, Hammer. wahrscheinlich. Die meisten Ärzte findet man ja, wenn man sie googelt. Syndrom. Oder auch nicht. Ach so, du hast jetzt Gefäßkompressionssyndrom Arzt eingegeben oder wie? Hm, ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang ich auf den gestoßen bin, Also, ich habe den Namen auf jeden Fall noch nie vorher gehört. weil wenn man Gefäßkompressionssyndrome eingibt, dann kommen teilweise auch, Kliniken. Mhm. Ja, es gibt ja angeblich zertifizierte Gefäßzentren, die dafür zuständig sind, wie wir noch lernen werden innerhalb des Artikels. Mhm. Bin ich dran oder bist du dran mit Ne, Lesen? ich kann weiterlesen. Ach so. Ich bin immer noch ganz Ach so, oben auf dem du Artikel. bist ja gar nicht über die Headline weitergekommen. Ja. Doch, ich habe noch den ersten Satz vorgelesen. Als Experte Dr. Peter Kleinweigel. Ja. Gefäßkompressionssyndrome sind sehr seltene Krankheitsbilder, sagt der Chefarzt der Klinik für Angiologie und Diabetologie am Helios Klinikum Berlin-Buch. Mehrere gemeinsam zu haben, ist praktisch unmöglich. Es handelte sich um anatomische Besonderheiten, bei denen Organe oder andere Gefäße auf bestimmte Venen im Becken drücken, die Blutzirkulation hemmen und einen Rückstau verursachen. Ein Beispiel ist das Nussknacker-Syndrom. Bei den Betroffenen ist der Winkel, mit dem die obere Eingeweidearterie in die Bauchschlagader mündet, außergewöhnlich steil.
Die darunterliegende Vene wird wie in einem Nussknacker gequetscht und das führt zu einem Rückstau in die Nierenvene. In der Folge kommt es zu Schmerzen im Unterbauch, in der linken Flanke und zu Verdauungsproblemen. Auf Dauer leidet die Niere. Beim Wo sogenannten Meitner-Syndrom Wollen wir wiederum kurz wird die linke. stoppen, weil sonst wird's vielleicht zu viel? Ja, okay, dann stoppen wir. Ja, ich habe auch schon sehr viel zu sagen, jetzt schon. Weil also, wir haben ja immer noch dieses Problem, das hier dargestellt wird, es ist selten. Ja. Und mehrere gemeinsam zu haben, ist praktisch unmöglich. Das ist halt so irrsinnig, wenn du das liest als Person, die mehrere gleichzeitig hat und die auch nur, ich kenne keine einzige Person, die nur eins hat, ehrlich gesagt. Ja, ja. Vor allem, es wird ja da eigentlich schön erklärt, äh, wie das so im Körper abläuft, ne? Ja, Und dass es zu 'nem Rückstau führt, wenn die Nierenvene abgedrückt ist. Dann muss man ja aber doch als Gefäßmediziner verstehen, dass das ja Auswirkungen auf das ganze System hat. ja, total. Also, da ist ja der Ja, und ganze also ich Blutkreislauf im Körper, gestört ja, und eingeschränkt. Und das verstehe ich nicht. Selbst ich kann ja mittlerweile das nachvollziehen, wie d das Blut im Körper verläuft und wenn da irgendwo das abgedrückt ist, dass es dann teilweise in die falsche Richtung läuft, ne? ja, Und, sich dann Kollateralkreisläufe, bilden, also der Körper halt Umwege suchen muss, um das Blut irgendwie wieder hochzupumpen. ja, Und dann verstehe ich nicht, wie es heißt, es ist praktisch unmöglich, mehrere gemeinsam zu haben, weil die bedingen sich doch irgendwo auch gegenseitig. ja. Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe wirklich nicht, woher diese Aussage kommt. Ich habe sie auch schon mal von 'nem Gefäßchirurgen gehört, bei dem ich mal war für 'ne Zweitmeinung, der auch, na ja, war 'n Erlebnis, dort gewesen zu sein. Und der hat das auch behauptet. Und ich verstehe wirklich nicht, woher diese Aussage kommt, weil selbst in der Literatur, die sowieso, also wie gesagt, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir brauchen mehr Forschung, definitiv. Aber selbst in der wenigen Literatur, die wir haben, wird mehrfach beschrieben, der Fall, dass mehrere Gefäßkompressionssyndrome gleichzeitig existieren. Das heißt, es ist nicht mal so, dass irgendwie die Forschungslage das behaupten würde. Das heißt, ich weiß einfach nicht, woher diese Aussage kommt. Das ist wahrscheinlich 'n reines Bauchgefühl von dem Dude oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, Es ist ja auch so, es ist ja noch nicht ganz klar, weil fehlende Forschung, oh Gott, wie so 'ne Schallplatte, die irgendwie leiert, ne? Ja. Ähm, Es wird ja vermutet, dass sowohl also, dass halt das 'ne Bindegewebsschwäche ist, die man hat. Ja. Und wenn man die hat, dann ist die im ganzen Körper. Dann Ja, entscheidet genau. die nicht: „Ich bin nur am Arm oder am linken Bein oder am Po" oder also, dann ha ist der ganze Körper betroffen. Das Ja, das ist ja erklärt das dann erst andere. recht, So, warum dann überall das sozusagen im Körper dazu kommen kann, dass Gefäße abgedrückt werden. genau, das macht natürlich auch total Sinn, wenn man diese gemeinsame Ursache im Blick hat, eben die Bindegewebsschwäche oder ja auch teilweise 'ne Hyperlordose oder halt irgendwelche Fehlstellungen der Wirbelsäule. Genau, die ja Ähm, wahrscheinlich aber auch durch 'n schwaches Bindegewebe ja, genau, vielleicht genau. ursächlich ist so, Aber ja. ist ja klar, dass wenn die Wirbelsäule an der einen Stelle irgendwo 'n Gefäß abdrückt, dass sie's dann vielleicht an der anderen Stelle auch noch tut. Ist ja Mhm. irgendwie logisch so. Ja. Ja, Ja, ist halt wie so 'n genau, Rattenschwanz im Prinzip, ne? Also, ähm, ja, und ja, dann gibt's halt die total. ganzen Folgen, indem dann halt die Krampfadern auch im Becken entstehen, die wiederum auf Nerven drücken können und ja, und Ja, ähm ja, und bei vielen habe ich ja jetzt auch mit Wilkie-Syndrom und Dunbar-Syndrom, die dann wirklich, ja auch so Probleme haben mit dem Magen, mit dem Darm. ja. Ja, da können ja dann auch Organe betroffen sein. Es gibt ja auch dieses Mittelliniensyndrom, glaube ich, dass dann Organe gestaut sind und dann Probleme machen. Also, das ist einfach Ja, das super hat komplex Schollbach an. so, festgestellt, ne, dass dieses Mittelliniensyndrom ist, glaube ich, von Schollbach. Ach Ähm, echt? Okay. also, wie ich Ja gut, ich so wie beziehe ich's leider sehr viele meiner Infos von Schollbach, deswegen kann das gut sein. ja, die einzige Webseite, die eigentlich wirklich, alle Gefäßkompressionssyndrome beschreibt, ne? Also, wo Ja, man genau. wirklich Und so halt auch so schön, detailliert und alles mhm, auch sehr transparent. Also, er beschreibt ja auch sehr im Detail, wie seine Software funktioniert, warum das so besser ist, wie mhm. seine Technologien funktionieren, warum das besser ist, um es zu beurteilen. Deswegen, ja,
will ich dem halt schon irgendwie, also, kann ich dem besser Glauben schenken, Mhm. weil es halt viel transparenter alles ist. Mhm. Natürlich würde ich mir wünschen, dass dazu, offizielle Forschung stattfinden würde. Das wäre gut. Ja, so wie bei Endometriose, wo jetzt richtig Ja, krass viel Geld locker gemacht wird. ja, Na ja, wir brauchen ja 'n Ziel. ja. Ja, genau, dann kommt dieser Abschnitt über das Nussknacker-Syndrom. Das wird ja eigentlich ganz gut beschrieben, finde ich. Genau. Es wird halt es wird halt nur das, Anterior beschrieben. Gibt ja noch das andere, die andere Variante. Ja, weil die halt seltener ist. Ja, Ja, ist aber okay, ist ja hätte nicht man erklären schlimm. können. Finde ich Ja. jetzt nicht schlimm, dass die da jetzt Ne, nicht so ins Detail reingehen. ne, ist halt, nicht vollständig, aber finde ich auch in Ordnung so. Da wird halt einfach an einem Beispiel so 'n bisschen erklärt, damit man sich 'n bisschen vorstellen kann, was passiert da. Das Mhm. finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde, da muss jetzt auch nicht im Detail noch erklärt werden, was ist jetzt bei Mytona, was ist jetzt bei Dunbar. Das reicht ja, wenn man das einmal so beim Nussknacker bisschen verstanden hat, kann man sich, glaube ich, was drunter vorstellen, so. Mhm. Das Einzige, was ich noch 'n bisschen schwierig finde, ist der letzte Satz: „Auf Dauer leidet die Niere." Na ja, also, kann passieren, aber ist eher selten. Ja. Also, ich weiß noch, wo ich das zweite Mal bei Scheubach war, habe ich ihn gefragt: „Wann ist der Zeitpunkt, wo ich an der OP nicht rumkomme?“ So. Mhm, Und da habe ich gemeint: „Gibt's denn irgendwie werden die Nierenwerte schlecht oder, ne, so, da kann ich die Niere verlieren?“ Und dann hat er gelacht und hat gemeint: „Also, da kann ich warten, bis ich schwarz werde. Das ist wirklich selten, ja, weil die Niere kompensiert. Die sucht sich natürlich, 'n anderen Weg, um irgendwie durchblutet zu werden weiterhin.“ So, und das hat sie ja bei mir auch getan, hat man ja dann bei der OP auch gesehen, dass da, sich, sozusagen zur Wirbelsäule die Lumbal äh, Venen, die ja so ganz dünn sind, die waren bei mir so richtig dick und fett, weil mhm, die halt, sozusagen, ich glaube, die leiten eigentlich das Blut weg oder hin und wurden aber quasi vom Körper umfunktioniert, dass, mhm, sie quasi das Blut in die andere Richtung transportiert haben, wie sie eigentlich sollen, um halt zu gewährleisten, dass das Blut halt richtig, mhm, genau, ja, verläuft so. Also, schon krass, was der Körper eigentlich kompensiert und man muss ja auch sagen, der Körper total. versucht einem ja immer der Körper arbeitet immer für dich. Ja, ja, jedenfalls in dem Fall. Wenn du jetzt 'ne Autoimmunerkrankung hast, ist es vielleicht noch mal 'ne andere Geschichte, aber Ja, aber dann hat ja der Körper auch ja, ja gut, da er meint es nur Black Hole. gut. Ja, Ja. ja. Ja, ne, aber ich finde halt solche Aussagen wie „auf Dauer leidet die Niere" so pauschal, finde ich dann halt immer 'n bisschen schwierig, weil manche, Ärzte dann halt denken: „Ach ja, die Nierenwerte sind gut, die Niere sieht gut aus im Ultraschall, ja, Ja, dann passt ja alles." Und es ist halt leider nicht so. Du kannst halt trotzdem schwere Symptome haben ja. einfach. Ich hatte immer gute Nierenwerte, Ich auch. immer. Ich hatte aber immer Eiweiß im Urin. Ah, das wurde bei mir, glaube ich, nicht mal gemessen. Ja, also es ist ganz oft, das ist wohl auch also es ist recht typisch auch, dass halt man Eiweiß oder auch Blut im Urin hat und man nicht weiß, warum. Mhm, Ähm, ja, aber dass jetzt irgendwie die Niere zeigt, so von wegen, du hast 'n Nussknacker-Syndrom, das ist leider nicht der Fall, dann wär's ja einfacher. ja, Und das ist halt eben. auch was, es wurde weil meine Nieren wurden natürlich von Urologen und so abgeklopft und Ultraschall gemacht und alles Mögliche. Und, ich habe mich dann gefragt: „Okay, wer guckt denn nach der Nierenvene?“ Also, der Urologe, Mhm. der guckt sich scheinbar immer nur das Organ selber an, der ist für das Organ zuständig. Ja, Und Gefäßchirurgen gucken sich aber nicht die Nierenvene an, die gucken sich halt eigentlich so die meistens also, wenn ich dort war irgendwie, dann haben die meistens irgendwie in den Beinen die mhm. Ich war die auch Venen einmal beim angeguckt. Angiologen und der hat auch nur, an den Beinen irgendwas Ja. rumgeteilt. Und dann denke ich: „Hä, es gibt kein Fachgebiet, die sich jetzt die Nierenvene anguckt?“ Ja. Ja, genau, deswegen existiert ja irgendwie Scheubach, weil der halt so über die Grenzen hinaus sich das alles anguckt. Und das ist halt so sinnvoll eigentlich, Mhm, aber irgendwie in unserem Gesundheitssystem, so wie es grade existiert, irgendwie nicht so vorgesehen, glaube ich, leider. mhm, Okay, sollen wir weiterlesen? mhm, Also gut. Beim sogenannten Mytona-Syndrom wiederum wird die linke Beckenvene durch die rechte Beckenarterie eingeengt. Das führt zu Schwellungen, Schmerzen und Thrombosen im linken Bein.
Daneben gibt es noch andere Kompressionssyndrome, wie das Dunbar-Syndrom, bei dem auch das Nervengeflecht Solarplexus im Bauchraum mit betroffen sein kann, das Thoracic Outlet Inlet Syndrom, das am Schultergürtel auftritt, oder das Entrapment-Syndrom in der Kniekehle. Ähm, direkt Veto. Also Ja, schön, dass Sie halt, auch, die anderen Kompressionen aufzählen. ja, Allerdings steht halt hier wieder, was halt wirklich, total kursiert: „My Turner" ist immer nur, wenn das linke Bein, äh, ja. dick ist oder wehtut. Ja, das ist genau das Gleiche mit der Niere. So bei Nussknacker schauen sie alle nach der Niere, bei Maitona schauen sie alle nach dem linken Bein. Und wenn das Ja. nicht, irgendwie total dick ist oder du da schon 'ne Thrombose hast oder so, dann sind sie so: „Ne, passt alles." Dann hast du keinen My Turner und das ist Ja, leider nicht korrekt. Das hat sich so nicht bestätigt, ähm, weil extrem viele sogar, also oft beide Beine ja, Probleme haben. Es ist auch nicht immer 'ne Schwellung vorhanden, relativ selten sogar eher, wie man jetzt in den Selbsthilfegruppen auch, immer mehr gesehen hat, und teilweise sind viele total irritiert, weil ihr rechtes Bein angeschwollen ist, mhm, und dann heißt es: „Na ja, dann kann's ja aber kein My Turner sein." mhm, Und das ist halt einfach nicht korrekt, und deswegen, ähm, ich weiß nicht, haben wir da vielleicht irgend 'n Beispiel? Endometriose. Bleiben wir doch mal bei dem Thema. Ich weiß noch damals, wo das so 'n bisschen, da hatte ich auch selber gegoogelt und so, und ich bin natürlich dann auch auf Endometriose gekommen, bei starke Regelschmerzen und so. Und dann stand aber immer: „Typisches Zeichen für Endometriose ist Schmerzen beim Sex." mhm, Und dann war das für mich immer: „Ah, dann habe ich das ja nicht. Ich habe ja keine Schmerzen beim Sex." mhm. Und das Ja, ist es halt ist auch halt blöd, wenn überholt. man so einzelne Symptome nimmt und sagt, das muss aber wirklich, also, das muss Genau, vorhanden sein, weil ja. es ja, glaube ich, es gibt vielleicht Krankheitsbilder, bei denen das so ist, dass es irgendein Symptom gibt, das zwangsläufig vorhanden sein muss, damit, das, Bild erfüllt ist, aber da ist es jetzt definitiv nicht der Fall. Also, Ja, bei dem Gefäßkompressionssyndrom würde mir jetzt kein einziges Symptom einfallen, das zwangsläufig vorhanden sein muss. Selbst die Schmerzen ist ja sehr variabel. Also, ich bin ja zum Beispiel 'n Fall, bei der die Schmerzen gar nicht das Hauptproblem sind, mhm, lustigerweise. Wo man mhm, auch denkt, das ist ja irgendwie so das, Pro Hauptproblem von den meisten. Aber selbst das muss nicht unbedingt, also, ich habe schon Schmerzen, aber eben nicht so extrem wie bei anderen, wo ich mhm. dann ganz lange dachte: „Ja, dann kann's das ja nicht sein." Bei dir sind's halt eher die Folgen davon, ne, Ja, die bei mir sind's Probleme halt eher machen. funktionelle Beschwerden, also halt eher die Dysautonomie, Ja, die Probleme macht und halt die Verdauungsprobleme, aber das war halt das Dunbar-Syndrom bei mir. ja, Ja. mhm. Ich fand's auch ganz lustig, dieses Entrapment-Syndrom hatte ich noch nie gehört in meinem Leben tatsächlich. Muss ich dann erst mal googeln. Kanntest du das? Ja, doch, aber, bisher war das noch nicht Thema, weil ich, feststelle, dass die wenigsten eigentlich davon betroffen sind. Also, Ja, und es zwar, weil das nämlich, glaube ich, nicht so viel, also erstens ist es ja nicht im Bauchraum. Klar, man kann natürlich, also es gibt ja auch diese Jugularvenen, Kompression, die ja auch nicht im Bauchraum ist, die mhm, aber trotzdem ja, glaube ich, wahrscheinlich viele auch haben. mhm, Ähm, aber das heißt, Wirbelsäule ist da halt nicht so problematisch an der Stelle in der Kniekehle. genau, Aber ich glaube auch das Bindegewebe tatsächlich nicht, mhm, weil es da wohl eher um die Muskeln geht. mhm, mhm, genau. Deswegen macht es voll Sinn, dass das, nicht so in diesem Standardpaket an Mhm. Gefäßkompressionssyndrom mit enthalten ist. Genau, Standardpaket beschreibt's ganz gut. Das Ja, sind ja sozusagen im Bauchbeckenraum, ja, Bauchraum, Abdomen. ja, Ähm, deswegen hatte ich ja, auf Instagram auch, betont, als ich gesagt habe, diese Gefäßkompressionssyndrome gibt es, da habe ich geschrei im Bauchraum. ja. Aber selbst im Ähm, Bauchraum gibt es noch mehr. Also, ich glaube, Schollbach entdeckt ja auch immer wieder welche, die dann nur so ein 2 Leute haben tatsächlich. mhm, Aber Nussknacker, My Turner und, Dunbar sind halt die häufigsten und Wilkie mhm, vielleicht noch. und Wilki halt, genau. Und ich denke dann halt tatsächlich, hm, dass halt dann jetzt dieses, Entrapment-Syndrom vielleicht schon eher selten ist. Aber wir Ja, das stellen kann ja ich mir auch gut fest, vorstellen. dass halt einfach diese Kombi, also, und man, es ist ja auch, so 'n bisschen kristallisiert sich das raus, dass es so, entweder haben die einen ihren Hauptschwerpunkt so auf Dunbar-Wilkie, also so Magen-Darm, Problematik,
oder halt in die Nussknacker-Maid-Turner-Richtung, wo dann halt, Auswirkungen aufs Becken hat. Mhm, Ähm, also, das beobachte ich so. mhm. Weiß nicht, wie's dir geht? Ja, doch, ich beobachte auch so 2 Lager, Ja, die total Probleme mit dem Essen haben und die dann eher eben, so gynäkologische Probleme vielleicht auch genau, ja, haben, dann oft auch noch mit Endometriose, Adenomyose, ja, oder Sonstigen in Kombi. ja. Ja, okay. Dann noch der letzte Abschnitt von dieser Unterüberschrift. Anatomische Besonderheiten findet man bei Obduktion geschätzt bei 5 bis 25% der Menschen, sagt Professor Dr. Karin Pfister, Direktorin der Abteilung für Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Regensburg. Nicht alle rufen Beschwerden hervor. Deshalb ist unklar, welchen Krankheitswert sie haben. Gerade sehr schlanke Patientinnen und Patienten ohne Bauchfett könnten bei anatomischen Besonderheiten der Gefäße unter Schmerzen leiden. Und nur bei entsprechenden Beschwerden liegt aus ärztlicher Sicht ein Syndrom vor. Ja, das hatten wir ja vorhin schon. Was Was ich jetzt interessant finde, ist diese Zahl von, Professor Dr. Karen Pfister, diese 5 bis 25%. und Ich habe ich keine verstehe Ahnung, es woher die nicht. kommen, Also, ich aber verstehe nicht. Sorry, ich ja, quatsche dir die ganze Zeit dazwischen. Das ist aber immer so auch so mein Ding. Also ja, aber ich Neurodivergenz. also, ich verstehe halt überhaupt nicht so: „Hä? Anatomische Besonderheiten findet man bei Obduktion geschätzt bei 5 bis 25% der Menschen." Hä, Ja. anatomische Besonderheiten, die sehen doch bei einer Leiche im Liegen, die tot ist, wo kein Blutfluss mehr ist, sehen die doch nicht, ob jetzt die Vene abgedrückt war, wenn die Person gelebt hat und gelaufen ist und gesessen ist und gestanden ist. Das sieht man doch nicht. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, es können sich ja auch so Vernarbungen bilden oder so. Also, mir wurde nach meiner OP auch gesagt, dass man das auch tatsächlich gesehen hat an den Gefäßen, also nachdem die freigelegt waren, dass die halt noch so eingedrückt waren und, teilweise auch Vernarbungen vorhanden waren anscheinend. Aber ist Das es kann 'ne man dann anatomische Besonderheit dann? 'Ne das weiß anatomische ich nicht. Besonderheit Also, ist doch eher so was wie, die Nierenvene läuft nicht vor der Wirbelsäule, sondern hinter der Wirbelsäule. vielleicht meinen Sie mit anatomischer Besonderheit zum Beispiel so was wie, dass, der Winkel, zwischen Aorta und dieser Mesenterialarterie zu spitz ist oder halt spitzer ist als normal. Vielleicht meinen Sie so was, weil solche Sachen ja darauf hindeuten, dass Kompressionssyndrome Ja, aber vorliegen. die Frage ist, sieht man das im Liegen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich verstehe auch nicht, was damit gemeint ist. Ich Ich verstehe auch auch nicht, nicht. woher diese Zahl kommt. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum das in diesem Artikel ist. Es hat überhaupt keine Bedeutung, finde ich. Ja, also ich weiß halt nicht, was mit anatomische Besonderheiten jetzt gemeint ist. Meinen die mit anatomische Besonderheiten die Gefäßkompressionssyndrome? Dann weiß ich auch nicht, ob man das wirklich bei einer toten Person so gut feststellen kann. Keine Ahnung. Aber selbst wenn das stimmt, dann würde das ja uns enorm in die Karten spielen, weil 5 bis 25% ist ja nicht wenig. Und klar, nicht alle davon, haben ein Syndrom, weil nicht alle davon haben Beschwerden. Aber wir haben doch unfassbar viele Menschen, die Beschwerden haben. Und wenn wir gleichzeitig unfassbar viele Menschen haben, die Gefäßkompressionssyndrome haben, dann könnte es ja dann doch irgendwie 'n Match geben, oder nicht? Also, ich finde jetzt, dass diese Zahl das überhaupt nicht stützt, die These, dass es so selten ist. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum's in dem Artikel ist. Ich verstehe den ganzen Satz nicht, warum der Ja, ich verstehe überhaupt den ganzen da ist Abschnitt und nicht so ganz, muss was ich der jetzt sagen. aussagen soll. Ja, also, ich würde gerne schade, dass die da keine Quelle genannt haben, weil sie haben ja 2 Quellen genannt, wovon eine ein Flyer ist, aber egal. Ähm, schade, dass sie da keine Quelle haben, weil die Studie hätte ich mir gerne mal angeguckt, was das genau bedeutet. Vielleicht sollten wir diese, Professor Dr. Karen Pfister mal kontaktieren. Kann man machen. Ja, lass mal machen. Übrigens Okay, übrigens krass, wir labern halt so viel, ne? Wir wollten ja eigentlich ursprünglich 'ne halbe Stunde machen, weil wir dachten: „Hopp, komm, wir machen so 'n kurzes Aufklärungsding, das dauert dann nicht lange, jeder kann das mal zwischendrin anhören." Ähm, ja. Und jetzt ist 'ne Stunde und vergangen jetzt schon und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des labern Artikels wir 'ne Stunde angekommen. und wir sind echt noch nicht mal bei der Hälfte und ich muss auch um ganz weg, ne? Also, ich habe jetzt noch 'ne halbe Stunde. Okay, dann müssen wir Ähm, jetzt 'n Zahn zulegen. ja, oder wir machen's in 2 Teilen. Na ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir haben ja eigentlich schon viel gesagt. Wir können ja dann teilweise wahrscheinlich sagen, so, äh, Ja, ja, na ja, okay. so, Dann ne? machst du die nächste Genau. Unterüberschrift. Meist handelt es sich Entschuldigung, aber sollen wir direkt auch bei der Headline aufhören? Dies ne, Ja, lies mal vor. ich lese jetzt mal den ganzen Abschnitt. Muss aber grad nur so lachen. Meist handelt es ich s Gott, ich kann nicht mehr.
Konzentration, Marlene, bitte. Meist handelt es sich um Krampfadern im Becken. Weitaus häufiger sind dagegen Varikosen im Unterleib, also zu Krampfadern erweiterte Venen. Ein Beckenkompressionssyndrom in voller Ausprägung geht zwar auch mit einer Varikose einher, aber in den allermeisten Fällen tritt eine Varikose ohne Kompressionssyndrom auf, sagt Klein-Weigel. Krampfadern und eine damit einhergehende Blutstauung wird auch Pelvic Congestion Syndrom, PCS genannt und durch schwaches Bindegewebe begünstigt. Da haben wir's. Häufig sind Frauen betroffen, die eine entsprechende Veranlagung und beispielsweise auch Krampfadern in den Beinen haben, sagt Klein-Weigel. Neben den Unterleibsschmerzen, die im Stehen oder Sitzen stärker sind, können auch Schmerzen beim Sex oder während der Menstruation auftreten. Deshalb kann ein PCS leicht mit einer Endometriose verwechselt werden. Nach, Ja, das ist 'n Tippfehler, keine nach Ahnung. Nach der Endometriose ist es die Ah. zweithäufigste Ursache für chronische Unterleibsschmerzen. Bäm! Die Ja, das zweithäufigste ja, das Ursache. stützt doch unsere These, dass es nicht selten ist. Das Einzige, was die halt jetzt nicht machen, ist, sie haben schon verstanden, okay, es gibt dieses PCS. Sie haben verstanden, es hängt mit dem Bindegewebe zusammen. Sie haben verstanden, das ist 'ne ganz häufige Ursache bei Frauen für Beckenbeschwerden. Was sie halt jetzt nicht verstanden haben, ist, dass Gefäßkompressionssyndrome da eine große Rolle spielen. Genau, weil die Gefäßkompressionssyndrome sind die Ursache, warum PCS überhaupt entsteht. Ja. Ja, aber das sagt ja also Klein Weigel ist da ja anderer Meinung anscheinend, weil er sagt ja, in den allermeisten Fällen tritt eine Varikose ohne Kompressionssyndrom auf. Das zweifle ich halt sehr stark an, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Viele Gefäßchirurgen, Ärzte, sind der Meinung, und das habe ich halt auch eben auch in Heidelberg erlebt und auch bei anderen, dass die sagen, PCS ist das Problem, ne? Ja, Und aber das was denken dann also meinen die dann, dass die Venen einfach insuffizient sind und ja, nicht mehr gut arbeiten? Weil es muss ja 'ne Ursache haben. also, dass die Eierstockvene, die Klappen in der Eierstockvene oder das, was ich jetzt so mitbekommen habe, was ja auch 'ne Ursache sein kann, natürlich. Aber warum sollte bei einer jungen Person die Venenklappen schon defekt sein. Und Ja, wenn die überlastet sind, die Venenklappen, warum sind die denn überlastet? Vielleicht, weil da ein Rückstau stattfindet von der Nierenvene, die da oben zusammengedrückt ist? Also, ja. Ja, vor allem, wenn dann wie bei Patienten wie jetzt bei dir, du hattest ja schon die Diagnose für Nussknacker und Meidt-Hörner-Syndrom. mhm, Warum wird sich das dann nicht angeguckt? Warum wird dann gleich pauschal gesagt: „Ne, das kann nicht die Ursache sein?“ Das weil verstehe sie ich sich nicht. damit nicht auskennen. Ja, aber ich habe echt das Gefühl, die wollen sich auch nicht damit auskennen. Ich habe das Gefühl, die arbeiten da wirklich dagegen Na ja, weil aktiv. man müsste sich ja damit beschäftigen und, Ja, man wahrscheinlich ist es weiß ja, das. wie's im Krankenhaus abgeht, was für 'ne krasse Dauerbelastung, die ausgesetzt sind in ihrem Alltag. Da sind die wenigsten, die irgendwie sich hinsetzen und dann nachforschen. Also, Ja, das ist so schade. da habe ich natürlich auch Verständnis für, ne? Ja, ich habe auch Verständnis Aber dann für. sagt man halt lieber gar nix. Genau, dann sagt man halt: „Ich kenne mich damit leider nicht aus, tut Ja. mir leid, gehen Sie woanders hin“ oder so. Ja, Ja, okay. Geht's da weiter ja, warte mal, ich oder willst wollte du noch aber was noch was sagen? sagen. Hm, also, ich hoffe, dass es deutlich rübergekommen ist, dass halt genau, PCS halt dass da halt steht, nach der Endometriose. Und das muss man sich ja mal überlegen. Endometriose war vor 10 Jahren gab's das noch nicht, sagen wir mal so. Und jetzt heißt es, neben Endometriose ist PCS die zweithäufigste Ursache für chronische Unterleibsschmerzen. Ja. Und es sind nicht wenige Leute. Also, auf diesem Flyer, der als, Quelle genannt wird, den ich mir mal ganz investigativ angeguckt habe, ist ein Infoflyer des Universitätsspitals Zürich über PCS. Da steht drauf, dass ungefähr 15% der Frauen im gebärfähigen Alter chronische Schmerzen im Becken haben. Ich habe aber auch Studien gefunden mit deutlich höheren Zahlen tatsächlich. Also, da ist man sich halt auch noch sehr uneinig, wie Mhm, hoch die Zahlen tatsächlich sind. Ist auch schwer festzustellen wahrscheinlich. mhm, ja, Aber das sind ja nicht wenige. Also 15% haben chronische Schmerzen im Becken. Das finde ich schon heftig, finde ich schon 'ne hohe Zahl. ja, Und wenn dann davon die zweithöchste Ursache tatsächlich PCS ist, dann bezweifle ich ganz stark, dass Gefäßkompressionssyndrome wirklich so selten sind, wie's heißt. ja.
Was ich natürlich als, Adenomyose-Betroffene 'n bisschen schade finde, und es betrifft aber nicht den Artikel, sondern generell Ja, überhaupt ja, alles, dass eigentlich nur noch über Endometriose gesprochen wird. ja. Und Adenomyose, also früher hieß es, dass das Endometriose in der Gebärmutter ist, nicht außerhalb, ne, Mhm, sozusagen. Also, dass es Endometriose außerhalb der Gebärmutter und Endometriose in der Gebärmutter gibt. Und jetzt ist es ja sozusagen als 2 eigenständige Erkrankungen, festgelegt worden. Und seitdem hört man halt fast gar nix mehr über die Adenomyose. mhm, Und was ich halt, von Putz weiß, ist, dass, sehr viele, wir kommen jetzt sowieso gleich zur Diagnosestellung, sehr viele Patientinnen, die wirklich schon mehrfach wegen Endometriose-Verdacht operiert wurden, wo teilweise dann aber nur kleine Herde gefunden wurden oder die eigentlich dann nur noch alle paar Jahre operiert werden, um die Verwachsungen zu entfernen und eigentlich gar keine Endometriose vorhanden ist. Ähm Die bei ihm halt oft dann, ähm, ja, Gefäßkompressionssyndrome, diagnostiziert bekommen. Und er sagt, es gibt vereinzelt Frauen, die haben wirklich nur Endometriose. Das betrifft meistens die, die tief infiltrierende Endometriose, sag mal, was ist denn jetzt los? Haben, dass die wirklich nicht, von Gefäßkompressionssyndrom betroffen sind. mhm, Aber die, die nur wenig Endometrioseherde haben, ähm, die haben meistens Gefäßkompressionssyndrome. Und was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass dass die Adenomyose haben. Also, die haben mhm, vielleicht vereinzelt 'n paar Endoherde, wegen denen die dann schon operiert wurden, was aber nicht hätte sein müssen, weil die OP dann halt eher sozusagen dann den Körper anregt, Verwachsungen zu bilden. mhm. Aber die haben alle Adenomyose. Und ich habe wirklich gesagt: „Wie viele Patientinnen hast du mittlerweile mit Gefäßkompressionssyndrom diagnostiziert?“ Und da hat er gemeint, 500 bestimmt. Okay, Also, jeden Tag ist jemand dabei. wow. Ähm, ich habe auch mit ihm noch 'ne Folge aufgenommen, da sagt er dann auch, oder hat er das bei der ersten Folge schon? Egal. Ich glaube, er hat schon mal irgendwelche Zahlen Genau, genannt. irgendwie 95, ne? Mhm, Und er hat gemeint, die haben alle Adenomyose. aha, Und da vermutet er jetzt auch 'n Verdacht mit, PCS, ne? Also, und dass halt dann alle auch Adenomyose haben. Und deswegen mhm. finde ich's so schade, dass halt hier wirklich auch nur gesagt wird, Endometriose, so als zweithäufig, ne, und, PCS als zweithäufigste Ursache. Eigentlich müsste da Adenomyose noch dabei stehen. Ja, sicher, ja. Das Gut, ist echt schade, darüber wird auch viel zu wenig, ja, gesprochen. ja. Ja, okay. Nächster Absatz. Ja, oder soll ich, weil du hattest so lange so der ist Mir ist Absatz egal, du 1, kannst auch machen, wie du willst. oder ich mache die Hälfte, komm. Okay, dann mach die Hälfte. Diagnosestellung für Kompressionssyndrom ist aufwendig. Wer mit dem Verdacht auf PCS oder Kompressionssyndrom zu Karin Pfister oder Peter Klein-Weigel kommt, bekommt zunächst einige Fragen gestellt. Wann treten die Unterleibsschmerzen auf? Sind sie eher zyklusabhängig? Falls ja, liegt der Verdacht auf eine Endometriose nahe. Das lassen wir immer abklären, sagt Pfister. Die Betroffenen werden an ein spezialisiertes gynäkologisches Zentrum überwiesen, das neben der Endometriose auf weitere mögliche gynäkologische Erkrankungen hin untersucht. Auf Kassenleistungen. Findet sich dabei keine Ursache und treten die Beschwerden eher lagebedingt auf, untersuchen die Gefäßmediziner auch auf PCS oder Kompressionssyndrome. Ja, also prinzipiell super, dass die auf Endometriose untersuchen. Finde ich gut, dass sie das in Betracht ziehen, wenn es ins klinische Bild passt, natürlich. Aber was natürlich lustig ist an dem Abschnitt, ist jetzt dieses auf Kassenleistung, so als kleine, so um noch ein bisschen so zu So sticheln Seitenhieb, gegen, wie bitte? das ist ja wie so 'n Seitenhieb, ne? Dieses Ja, auf genau, genau. Kassenleistung, so von wegen wieder dieses, die Betroffenen übertreiben, indem sie Geld ausgeben. Ja. Noch mal so 'n kleiner Front an alle Privatärzte und insbesondere wahrscheinlich an Scheubach. Ja, fand ich auch lustig. Na ja, genau, sonst, ist, finde ich, an dem Abschnitt jetzt gar nicht so viel auszusetzen eigentlich. Na ja, Passt aber ja. lagebedingt, also die Beschwerden sind bei mir nicht lagebedingt. Ah, okay, ja. Also nur wenn die Beschwerden lagebedingt
auftreten, wird auf PCS oder Kompressionssyndrom untersucht. Okay. Ja, Das das ist auch wieder, da sollte man sich nicht drauf verstehe verschießen. ich jetzt nicht. Also, ich glaube, es ist 'n häufiger Indikator tatsächlich. Wenn du halt merkst, oh, in 'ner bestimmten Lage ist es schlimmer oder, besser, dann ist es natürlich immer 'n Indikator, dass irgendein mechanisches Problem vorliegt. Aber das ist natürlich auch wieder kein Ausschlusskriterium, dass, wenn es nicht lagebedingt ist, dass es dann nicht das sein könnte. Ja, und die Frage ist, was verstehen die denn unter lagebedingten Beschwerden? Keine Ahnung. Ne, das ist ja jetzt auch ja, was versteht man jetzt da drunter? Also, das fragen sich ja jetzt alle, die diesen Artikel gelesen haben oder lesen, so: „Hä, habe ich lagebedingte Beschwerden?“ Und manchmal ist es ja wirklich, dass es eher auffällt mit, was weiß ich stehe in 'ner Warteschlange, was weiß ich, irgendwo, an 'nem Stand oder so und merke, dass es immer schwieriger wird zu stehen. Ja, Aber manchmal denkt man, das ist normal. Ich dachte immer, das ist normal. ja, 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 kenne ich total. Ich finde immer noch manchmal Symptome bei mir, wo ich immer dachte, das wäre normal, und stelle dann plötzlich fest: „Oh, nein, das ist ein Symptom." Ja, oder wenn Ja, man mal dann doch zufällig mit anderen Leuten spricht, die halt eher gesund sind und dann sagen die: „Hä, ne, kenne ich nicht.“ ja. Ist bei mir Ich nicht meine so. auch Ja. auch mit dem Zyklus abhängig. Also, sie sagen ja so bisschen, wenn's zyklusabhängig ist, ist es Endometriose, wenn's lagebedingt ist, ist es 'n Gefäßkompressionssyndrom. Das stimmt natürlich nicht, Oder weil mit dem PCS. Zyklus abhängig denke ich mir so, ganz ehrlich, ich glaube, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass man für vermutlich jede Krankheit, egal ob sie gynäkologischer Natur ist oder was anderes, bei einer Frau, die einen intakten Zyklus hat, vermutlich zyklusabhängig ist. Weil Ja, es macht einfach 'n Unterschied, ja. wenn dein Hormonstatus sich die ganze Zeit permanent, drastisch ändert. Das So, Bindegewebe ändert sich ja auch durch die Hormonumstellung. ja. Insofern glaube ich, also, es ist ja auch bei vielen so, bei mir ist es auch zyklusabhängig. Obwohl Mhm. ich jetzt nicht eine von den Patientinnen bin, die krass, gynäkologische Symptome vor allem hat, ist es bei mir eindeutig, sind die Symptome auch zyklusabhängig Was man gewesen. aber auch sagen muss, ähm, wenn man chronische Schmerzen hat, ne, dann heißt es ja oft, dann ist es kann's keine Endometriose sein, was ja aber Ja, auch nicht genau. korrekt ist. Und es ist ja also, ich finde es immer schwierig, auch bei diesen Schmerzfragebögen, ähm, da wird teilweise nicht wirklich berücksichtigt, dass man unterschiedliche Schmerzen hat und manche Schmerzen sind zyklisch und manche sind chronisch. Ja, ja, total. Und Ja, da diese habe ich immer Schmerzfragebögen Schwierigkeiten. sind eh immer total undifferenziert, finde ich. Ja. Und das ist dann Ja, voll schwierig, weil ich habe stechende, Schmerzen, ich habe dumpfe Schmerzen, ich habe andauernde Schmerzen, 24/7, die sich ändern. Ich habe Schmerzen wenn ich zu lang stehe, wenn ich zu lang sitze. Das ist so unterschiedlich, das kannst du kaum in so 'nem Fragebogen irgendwie darstellen. Das ist super schwierig. ja. Da finde ich tatsächlich auch, Scheubach hat ja auch so 'n Fragebogen, der so ewig lang ist. Ja, den fand ich aber auch schwierig auszufüllen. Ja, klar, also ich finde es immer schwierig, so Symptome irgendwie in Zahlen, zu messen. Ja. Aber ich fand den deutlich besser. Der war ja auch, also das dauert ja wirklich lange, bis du den ausgefüllt Mhm. hast. Da bist du ja mal 1 Stunde oder so beschäftigt. Ja. Ähm, und den fand ich da tatsächlich differenzierter als viele andere. Also, ich finde es einfach schön, dass er generell einfach 'ne, vernünftige Anamnese macht, weil das machen ja viele Ärzte gar nicht Mhm. mehr. Also, so 5 Minuten fragen sie dich: „Ja, wo tut's denn weh?" Und dann war's das wieder. Und dann machen sie 'ne Untersuchung. Aber ich glaube halt, dass du ganz viel, bei den Gefäßkompressionssyndromen sowieso, aber ich glaube bei allen Krankheitsbildern wahrscheinlich, ganz viel schon, über das klinische Bild einfach, sehen kannst oder halt Mhm. zumindest 'n Verdacht entwickeln kannst, 'ne sehr, spezifischen, wenn du dir halt genau das klinische Bild vom Patienten ansiehst. Und ich finde, da ist Anamnese halt so wichtig, aber das machen halt viele einfach nicht, weil's halt untergeht, weil keine Zeit dafür ist, keine Ressourcen Mhm. dafür da sind. Mhm. Und es geht halt dann, wenn du jemandem dann halt vierstellige Summen zahlst, dann geht das halt, beziehungsweise, ähm, ja, ich gehe stark davon aus, dass er das Ganze nicht selber auswertet, sondern halt mit 'nem Programm oder so. Und dann, ist es auch nicht mehr so viel Aufwand. Mhm. Ja. Was ich mich halt noch frage, weil da steht, die Betroffenen werden an ein spezialisiertes gynäkologisches Zentrum überwiesen. Ja, Was ist das? ja, ich glaube für, ähm ach ne, ich dachte jetzt grade Endometriose, aber ne. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, Ich habe davon noch nicht gehört. Ich war da auch noch nie. Ich wurde auch noch nie hingeschickt. Ich weiß nicht, was damit jetzt gemeint ist. spannend. Keine Ahnung. Hm. Also, kann ich dir jetzt leider auch nicht Mhm. beantworten. Okay, gut, dann machen wir weiter. Okay, dann lese ich jetzt weiter. Die Diagnostik ist nicht einfach. Wir machen einen Ultraschall in unterschiedlichen Positionen, im Liegen, im Stehen und im Vierfüßlerstand oder auf einer Kippliege, sagt Pfister. Die Blutflussgeschwindigkeit wird jeweils gemessen und die Ergebnisse verglichen.
Ergibt sich ein starker Verdacht auf ein Gefäßproblem, kann auch ein kleiner Eingriff Gewissheit bringen. Die Gefäßfachleute spritzen ein Kontrastmittel in die Vene und machen es mit Röntgenstrahlung sichtbar. Eine Ultraschallsonde kann direkt in die Vene eingebracht werden, um die Gefäßwände zu beurteilen. Der Eingriff könne in manchen Fällen auch gleich als Behandlung mitgenutzt werden, erklären die beiden Experten. Liegen Krampfadern vor, wird die erweiterte Vene mit Hilfe kleiner Metallspiralen oder Gewebekleber verschlossen. Die Erfolgsquote liegt dabei bei über 80%. Das heißt, die meisten Patientinnen haben im Anschluss weniger Schmerzen. Dein Gesichtsausdruck sagt schon alles. Ist ja das, was ich ja 'n bisschen erzählt habe, was ich erlebt habe. Ja, Ähm, also toll ist, dass die halt wirklich hier schreiben, hier im Liegen, im Stehen, im, ja. Vierfüßlerstand, Kippliege, das ist ja eigentlich perfekt. Aber Das ist schon ich mal kenne sehr gut. niemanden, Machen ja viele schon nicht. genau, ich kenne niemanden, wo kann man hingehen? Sollen sie doch bitte dazu schreiben, wo man das machen kann. Ja, Wir bei würden bei alle Frau Doktor hingehen, statt Pfister anscheinend. 'n vierstelligen Betrag privat zu zahlen. Ja. Wir suchen Ja, die ganze Zeit nach jemandem, der so untersucht. vielleicht sollten wir wirklich diese Frau Doktor Pfister mal googeln, weil ich finde, der Artikel impliziert jetzt so 'n bisschen, dass man es bei ihr untersuchen lassen kann. Okay. Weil das ist ja das und das ist ja vor allem so wichtig, weil egal, wo du hingehst, alle machen Ultraschall im Liegen. Und ich Ja. bin auch mit 'nem Gefäßchirurgen auch letztens wieder aneinander geraten, weil ich gesagt habe: ja, ne, da ist ja bei mir alles fein im Liegen. Jetzt beschallen Sie mal bitte im Sitzen und im Stehen.“ Und dann hat er gemeint: „Ach ja, ja, jetzt ist wirklich anders.“ „Ja, aber das ist ja nur im Stehen und im Sitzen.“ „Hä? Ja, Nur. aber ich sitze ja hauptsächlich und stehe Ja, eben. tagsüber.“ Weil er hat dann halt gemeint, er würde auf keinen Fall, 'n Stent setzen wollen. Ja. Okay. Ja, also viele lassen sich da ja gar nicht drauf ein, dass sie im Stehen beschallen, leider. Mhm. Und die reden da, auch wahrscheinlich, wegen Eingriff, der dann direkt auch als Behandlung mitgenutzt werden kann, reden die wahrscheinlich von der IVUS, wo man sozusagen, äh, genau direkt, gucken kann, muss man 'n Stent setzen oder, tut man die Eierstockvene irgendwie mit diesen Metallspiralen, man sagt ja, also entweder Coils oder Plugs sind es, Mhm. die da dann eingesetzt werden und die Eierstockvene verschließen. Und man muss halt sagen, dann fehlt dem Blut also der Weg. Also, du nimmst dem Blut im Körper einfach 'ne Autobahn weg. Ja. Und da frage ich mich, wie kann man denn denken, dass das sinnvoll ist, 'nem Körper 'ne Straße wegzunehmen, wo das Blut fließt? Das verstehe ich nicht so Ja, für ganz. mich ist es auch 'n bisschen kontraintuitiv. So dieses: „Ach ja, hier haben wir zu viel hier fließt zu viel Blut durch. Ja, dann machen wir einfach mal dicht.“ Also, ich verstehe es auch nicht, aber leider ist die Studienlage da halt tatsächlich so, dass, das als extrem erfolgreich beschrieben wird. Mhm. Auch wenn wir halt, unter Betroffenen irgendwie was anderes beobachten. Total. Also, ich kenne von den Gefäßkompressionsbetroffenen niemanden, wo gesagt hat: „Danach ging's mir gut“, sondern die meisten haben gesagt, danach fingen die Schmerzen, also die Probleme erst richtig an. Mhm, Und das ist ja die Frage mit Erfolgsquote liegt bei über 80%. Ist es der, ne, wie ich anfangs gesagt habe, wirklich, dass die Patienten wirklich weniger Schmerzen haben? Manchmal sind die Studien, ja auch so, dass die vielleicht nur ein Jahr, befragen, mhm. die Patienten, die behandelt wurden. Ich habe die Studie da. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich auf die Schnelle jetzt hier, rauslesen kann, wie lange die das da befragt haben, aber wir können's sonst theoretisch noch im Nachgang irgendwie Ja. uns Weil dazu oft weiß äußern. ich, dass es irgendwie ein Jahr ist so Standard ganz oft Mhm, bei solchen Sachen. Und dann ist die Frage, welche Probanden, nennt man das so? Probanden wurden denn in die Studie mit mhm, eingezogen? Wenn das jetzt halt wirklich alles vielleicht Leute sind, die tatsächlich, die Venenklappen das Problem sind oder die irgendwie durch Mehrfachgeburten, es wird ja auch oft als, Grund genannt, ähm, sozusagen die Ursache 'ne ganz andere war, dann hilft es natürlich. mhm. Aber die halt, wo die Ursache 'n Gefäßkompression ist, da wird's halt eher schlimmer, wenn man dann
Ja. das macht. Und Also, hier steht schon mal, dass der durchschnittliche Patient 40 Jahre alt war. Finde ich jetzt fast, also, da ich haben ja kenne halt die vor allem meisten viele schon junge Kinder, Leute, die das mehrere, haben. ne? Ha? Wie bitte? Da haben ja die meisten schon mehrere Kinder. Ja. Also, ich finde es fast 'n bisschen alt für dieses Krankheitsbild jetzt, aber gut, das ist jetzt nur meine Einschätzung. Ich bin keine Medizinerin, Mhm. keine Ahnung. Ja, Ich kann mir diese Studie gerne mal genauer angucken, falls das gewünscht ist. ja. Ja. Also, hier steht ja, diese 80% Erfolgsquote bedeuten, dass die meisten Patientinnen im Anschluss weniger Schmerzen haben. Aber ist halt die Frage, wie lang und Was im Anschluss? ja, na, Also, im 'n Anschluss an halbes diese Jahr nach dem Behandlung da. Anschluss, also, halbes Jahr oder 5 Ja, Jahre? das ist halt die Frage und die Frage halt einfach, warum wir so viele Betroffene erleben, bei denen's halt nicht so ist. Das ist irgendwie Genau. na Und ja, wahrscheinlich bräuchte man da auch einfach noch mehr Forscher. was ich jetzt halt auch festgestellt habe, das war ja, glaube ich, mit der Maike hatte ich das, Gespräch, ne? Das war, weiß ich gar nicht mehr, welche Folge das war. Und bei ihr ist es ja, aufgetreten, nachdem sie in die Wechseljahre gekommen ist. Also, bei ihr Mhm, ist tatsächlich so 'n, altersbedingte, Ursache wahrscheinlich. Und bei ihr wurde ja der Coil, der in die Eierstockvene gesetzt wurde, der wurde aus Versehen falsch gesetzt in 'n mhm, Nebenast und nicht in den Hauptast. Und dann hatte die übelste Beschwerden. Und dann ist die aber ins Ausland gegangen zu 'nem Arzt, um das rausholen zu lassen und geht wahrscheinlich auch ins Ausland, um das wieder neu einsetzen zu lassen, weil bei ihr das Problem nicht die Gefäßkompressionen sind, sondern halt wirklich die Eierstockvene. mhm, Ähm, und dann habe ich gemeint: „Hä, warum bist 'n du nicht zu dem Arzt gegangen, der dir den eingesetzt hat, wo's schiefgelaufen ist, ne?“ mhm, Und dann hat sie gemeint, ja, weil sie zu dem halt kein Vertrauen mehr hatte und deswegen nicht hin wollte. Und verstehe dann ich. dachte ich: „Super, aber wenn die Ärzte dann nie 'n Feedback bekommen von den Patienten, weil die sagen: „Mir ging's danach schlechter“, dann denken die natürlich: „Ja, denen geht's doch allen super.“ Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist generell so 'n Problem in der Medizin, dass Ärzte ganz oft kein Feedback bekommen. Die behandeln und dann sehen sie ihre Patienten nie wieder, Ja. oft. Und ich Und dann verstehe wissen das sie ja halt aber nicht auch aus Patientensicht, dass man sagt: „Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, ich gehe nicht mehr hin.“ Aber ja, voll. daran Und merkt man hat man, ja wie auch nicht so die Energie. Also, ich überlege, ob ich das jetzt mache nach meiner OP, dass ich mich bei diversen Ärzten melde, die halt gemeint haben: „Ne, das kann nicht sein und mach diese OP bloß nicht.“ Dass ich ja. mich da halt melde und sage: „Ja, und übrigens, es war erfolgreich und mir geht's besser.“ Aber Aber man hat eigentlich da dann auch müsste nicht so man die das Kraft halt machen. dafür. Also, man müsste wirklich den ganzen Ärzten, die einem gesagt haben, sie haben nix, sie sind gesund, denen müsste man sagen, was man jetzt mittlerweile für 'ne Diagnose hat. Und wenn man durch 'ne Behandlung mehr Beschwerden hat als vorher, wär's wichtig, den Arzt das zurückzumelden, Ja, dass voll. die eben nicht denken: „Ja, die melden sich nicht mehr, dann geht's denen ja super.“ Ja, Ja. okay. Sonst war, glaube ich, alles in dem Mhm. Ja. also, passt alles. Ja gut, dann haben wir jetzt noch 2 Abschnitte. Ne, 3. Ja, wenn nicht, machen wir 'ne kurze Pause und dann machen wir irgendwie 'n andermal weiter oder so. So, kurzes Päuschen und weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wer dran war mit Lesen. Ach so, warte mal, weiß ich jetzt grade auch nicht. Soll ich einfach anfangen? Ja, mach du einfach. Okay, also weiter geht es. Behandlung von Kompressionssyndrom ist komplex, was ja erst mal richtig ist. Ja, Handelt es das sich unterstützen wir. ja, voll. Handelt es sich tatsächlich um ein Gefäßkompressionssyndrom, raten Pfister und Kleinweigel zu überlegtem Handel. Erst einmal muss die Diagnose ganz sicher sein, sagt Peter Kleinweigel. Dazu sollte man unbedingt eine Zweitmeinung in einem zertifizierten Gefäßzentrum einholen. Auch der oben beschriebene Verschluss einer erweiterten Vene müsse dann nicht zu einer Verbesserung führen. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, einen Stent in die gequetschte Vene zu setzen und diese offen zu halten. Bei einer Kompression am May-Turner-Punkt ist das Standard, sagt Kleinweigel. Aber Karin Pfister betont, wir sind da vor allem bei jungen Patientinnen und Patienten extrem zurückhaltend, denn die langfristigen Auswirkungen seien nicht abzusehen. Hält ein Stand ein Leben lang? Was passiert bei steigendem Druck auf die behandelte Stelle, zum Beispiel bei einer Schwangerschaft? Können später noch Schmerzen auftreten? Das ist alles bisher ungeklärt, so Pfister.
Sie plädiert dafür, es zunächst zum Beispiel mit Kompressionsstrümpfen oder Sport zu versuchen, um den Blutfluss zu regulieren. Auch wenn viele das nicht gerne hören. Möglicherweise treten die Beschwerden in jungen Jahren vorübergehend auf, aufgrund körperlicher Entwicklungen, sagt Pfister. Junge Frauen und Männer einfach so zu operieren, ist gefährlich. Ja. Also, das war die Stelle, wo ich dann geweint habe übrigens. Das war die Stelle, Ja, dieser letzte Abschnitt ist so 'ne Frechheit. dass es aufgrund körperlicher Entwicklungen bei jungen Leuten Ja. ist, Also, ne? okay, lass erst mal über den Rest reden. Erst mal habe ich mir angestrichen zertifizierte Gefäßzentren oder Zentrum, weil also, es gibt zwar bestimmt zertifizierte Zentren, aber die kennen sich ja auch nicht damit aus. Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, alle haben ja quasi den aktuellen ähnlichen Wissensstand. Ähm, und da ja die Gefäßkompressionssyndrome als selten gelten, hat sich halt damit eigentlich auch kaum jemand wirklich auseinandergesetzt, ne? Ja, also, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass ja selbst an Unikliniken es schwierig ist. Mhm. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt in so 'nem zertifizierten Gefäßzentrum, was auch immer das dann sein mag, also, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich danach suchen soll. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt kommt, wenn ich jetzt google „zertifiziertes Gefäßzentrum“, ähm, wäre ich mir da nicht so sicher, dass ich da wirklich dann Hilfe bekomme. Na ja, es ist halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zertifizierungen 'nem Patienten selber unbedingt so viel bringen. Das ist ja wie mit diesen Endometriosezentren. Es gibt aber halt auch welche, die nicht gut sind, obwohl sie Ja. zertifiziert sind. Also, Ja, und die mögen da also, diese zertifizierten Gefäßzentren mögen dann vielleicht für viele Gefäßleiden sehr gut sein. Aber das ist ja dann doch wieder was sehr Spezielles und wir haben einfach eben Fehlinformationen auch in der Fachwelt und das wird ja da nicht anders sein. Also, ja, ich habe auch schon von Leuten gehört, dass die wirklich, wie gesagt, an Unikliniken in Gefäßabteilungen waren, die wirklich sehr angesehen sind und da auch massives Gaslighting einfach erfahren haben. ja, Ja. leider. Also, ich meine, sie schreiben ja, also, sie sagen ja wirklich, vieles, was ich total unterstreichen würde. Ja. Ähm, Ja, dass die also Diagnose sicher sein muss, ja, natürlich, genau, dass man sich 'ne auf jeden Fall. Zweitmeinung einholt, da bin ich voll. Ich bin zum Ja, Beispiel klar. vom Typ her, ich hole mir teilweise auch 'ne Drittmeinung ein. Ja, voll. Manchmal hat man dann aber 3 unterschiedliche Meinungen. Das Ja, ist dann und auch dann ist man überfordert und weiß nicht, was man machen soll. aber da kann ich halt wirklich jedem nur raten, sich selbst noch in Selbsthilfegruppen zu informieren, weil ich weiß nicht, Ärzte sehen das nicht gerne, ähm, weil die natürlich auch teilweise sagen: „Gut, in diesen Selbsthilfegruppen sind nur die, die halt Probleme haben und, ne, wo halt vielleicht 'n Eingriff halt nicht geholfen hat. Und all denen, denen's halt gut geht, die sind natürlich auch nicht in Selbsthilfegruppen.“ Also, stimmt ja irgendwo auch. Mhm. Ähm Aber trotzdem ist es, glaube ich, gut für einen selber, um 'ne Entscheidung für sich treffen zu können, sich eben mit anderen Leuten austauschen zu können. Und es gibt ja auch Leute, die in den Gruppen noch sind und sagen: „Hey, mir hat das total gut geholfen“ Ja, oder „mir hat's halt nicht geholfen.“ Also, so war das halt für mich total gut, ähm, ja, abwägen zu können: Was mache ich nicht? Wie kann mein Weg sein? Und jeder entscheidet für sich ja selber, welche, also, was probiert man alles, was hat man schon alles probiert. ja, ja, auf jeden Fall sollte man da nichts überstürzen, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht also, das ist jetzt auch nicht, was ich so beobachte, ehrlich Mhm. gesagt. Ich finde, der Artikel suggeriert das so 'n bisschen, dass, die ganzen Betroffenen das alle so überstürzen würden, aber ich Ja, weil kenne eigentlich unten steht: größtenteils „Junge Frauen und Männer einfach so zu operieren, ist gefährlich.“ Ja, ja, natürlich. ja, natürlich ist das gefährlich und das macht ja auch keiner. Also, Ja, aber es jedenfalls steht halt, also, der Satz betont, also, gibt ja so 'n bisschen, als würde das gemacht werden. genau. Ja, und wahrscheinlich wir wissen ja auch, wer damit gemeint ist wahrscheinlich. Ich schätze mal, Professor Sandmann wird damit gemeint sein, Meinst du? größtenteils. Keine Ahnung. Also, ja gut, es Der gibt steht ja halt auch sonst sehr in der niemanden hier in Kritik in der Deutschland. Öffentlichkeit und deswegen, würde ich davon ausgehen, dass der unter anderem damit gemeint ist, aber der macht das ja nicht. Also, es wird ihm ja schon seit Jahren vorgeworfen, dass der da überstürzt irgendwie operieren würde. Also, gut, ich wurde nicht von ihm operiert, aber meine Erfahrung war das nicht. Ich habe mich ja auch dort gemeldet und, das war jetzt nicht so, dass er mir dann in der nächsten Woche 'nen Termin angeboten hat, gar nicht, sondern er wollte dann erst mal noch mal selber CT-Bilder.
Er hat sich meine Befunde, wahnsinnig ausführlich angeguckt. Wir haben mehrfach telefoniert und Mhm, dann hätte es ja auch noch monatelang gedauert, bis ich dann einen OP-Termin bekommen hätte. Deswegen bin ich ja dann woanders gelandet im Endeffekt, weil es mhm. dort zu lang gedauert hat. Also, meine Erfahrung ist es nicht, dass er das irgendwie überstürzt macht. Dass Ja, der hat sich auch noch mal rückversichert, was sind meine Symptome, weil er auch meinte, ja, wenn ich jetzt nicht so schwere Symptome habe, dann möchte er mich nicht operieren, mhm, weil es keinen Sinn macht. Also, ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte schon den Eindruck, dass der das schon sich gut überlegt, ob der jetzt operiert oder nicht. mhm, Und das ist natürlich wichtig. Also, klar, mhm. jetzt einfach zu operieren ist wahrscheinlich nie 'ne gute Idee. Ja. Und also, voll gut, dass die halt auch sagen, ne, also, es kann halt sein, dass halt, es sinnvoll ist, 'n Stent in die Beckenvene einzusetzen, ne, Mhm, wegen Midturner, wenn das ja, vorliegt. Also, da ist ja dann auch so 'n bisschen so 'ne Ursache, die man beheben kann. mhm, Und das waren auch immer genau meine Gedanken, die da beschreiben, so: „Was passiert mit diesem Stand in 10 Jahren oder 20 Jahren?“ Weil ganz lange gab's keine Langzeitstudien. Ganz lange wurden auch in die Venen, die Stents eingesetzt, die für die Arterien, eigentlich verwendet wurden. Und dann gab's Probleme, ja, und ich hatte ja schon, die eine Podcast-Folge mit, Lichtenberg, wo er ja gemeint hat, dass das halt mittlerweile veraltet ist und dass man mhm, mittlerweile extra Stents für die Venen hat. Aber gut, was jetzt in 20 Jahren damit passiert, weiß man halt immer noch nicht. Deswegen bin ich halt da immer noch sehr zurückhaltend, also ich persönlich. ja, Ähm Aber ja, vielen hilft's. Und bei einigen ist es halt so, dass die den Stent bekommen, dann gehen manche Beschwerden dadurch weg, weil natürlich da wieder der Blutfluss hergestellt wird. Und dann, tritt aber oft auch, Nussknacker in den Vordergrund, was vorher vielleicht gar keine Be zu gar keinen Beschwerden geführt hat. Und dann war ja immer das Problem, dann hatte man diesen Stent in der Beckenvene und hat auf einmal mega Nussknackerbeschwerden bekommen und dann hatte man ja keine OP-Möglichkeit. mhm, Also, außer Sandmann, mit den, Prothesen, die halt um die Nierenvene drumherum gesetzt wird, was aber halt mit 'nem riesen Bauchschnitt gemacht wird, 'ne offene OP ist. Man hatte da halt keine Möglichkeiten, da dann also, das war halt der Grund, warum dann viele, Betroffene anderen davon abgeraten haben und gesagt haben: „Mach bloß keinen Stent, weil, mir geht's danach halt viel schlechter“, ja, klar. ne? Aber jetzt haben wir ja die Nierenautotransplantation, die Jetzt sonst haben auch wir noch 'ne denjenigen, Möglichkeit ja. ist. Das ist echt 'n Glück, dass weil dann kann man ja quasi sagen: „Okay, ich setze 'n Stent, ich behebe My-Turner und gucke, wie geht's mir danach?“ Ja, Und bei manchen kann's ja dann sein, dass die Beschwerden weggehen, dann Jackpot. Und die dann halt merken: „Okay, Mist, jetzt wird's an 'ner anderen Stelle schlimmer oder jetzt habe ich da das Problem“, die haben jetzt die Möglichkeit, ähm, dann halt zumjenigen zu gehen und da die Niere versetzen zu lassen. ja, Also, ist eigentlich voll der Gewinn jetzt, dass diese Möglichkeit auch besteht. ja, auf jeden Fall. Aber ja, lass uns mal drüber sprechen, über die Aussage, dass die Beschwerden in jungen Jahren vorübergehend auftreten aufgrund körperlicher Entwicklungen. Ja, genau, das mit den Kompressionsstrümpfen und dem Sport ist ja auch okay. Also, gut, mit Sport bin ich immer bisschen vorsichtig, weil das wird Manche einem sind das gar nicht irgendwie mehr in der Lage, Sport zu machen, aber das ja, haben wir ganz ja ja, oder teilweise ist es ja dann auch schädlich sogar. Haben ja, wir zum Beispiel in der Folge mit dem Daniel haben wir das ja gehört, der hat doch erzählt, dass er so Sport gemacht hat und dass es dann mhm. eher kontraproduktiv war. Also, da muss man halt vorsichtig sein, das ist halt individuell. Das heißt jetzt so pauschal einfach zu Sport raten, ist vielleicht auch nicht immer das Na Richtige. ja, es geht ja eher darum eigentlich, Muskulatur zu stärken, aufzubauen, obwohl Daniel da halt auch 'n gutes Beispiel ist. Mhm. Und er sagt ja auch, ja, er war halt so 'n Muskelpaket so von sich aus irgendwie schon als Typ. Aber wenn halt der Bauchraum zu eng ist, ne, Ja, dann dann kannst du halt auch nix machen. ne. Ja, Und dann kann ja irgendwie also klar, wenn man jetzt 'ne Hypernordose hat, dann irgendwie versuchen, die noch wegzukriegen. Man kann ja auch mit Blutverdünnern mal schauen, ob das irgendwie hilft. ja, Also, und es gibt darum schon konservative Behandlungsmöglichkeiten, die man auf jeden Fall wahrscheinlich also, die man zumindest mal getestet haben sollte, ich bevor gehe man halt sich jetzt für 'ne OP entscheidet. ich weiß, es ist so 'n bisschen ich gehe irgendwie immer von mir aus, ist wahrscheinlich auch 'n Fehler. Na ja, aber auf Ähm, welche Erfahrungswerte sollst du denn sonst zurückgreifen? weil Ist ja ne, weil natürlich ich wollte halt grad sagen, ich habe halt irgendwie schon alles ausprobiert. Also, ja, du hast wirklich viel alles ausprobiert. alles, was irgendwie in meiner Macht stand an Behandlungen, die ich selbst bezahlt habe, an
was weiß ich, TCM, Osteopathie, ähm, Homöopathen, Ernährungsumstellungen unterschiedlichster Arten, Yoga, also und ich gehe dann halt immer davon aus, dass andere auch schon sozusagen alles probiert haben, damit's ihnen besser geht, weißt du? Ja, Und ne, aber zum Beispiel das mit der Hyperlordose, das wusste ich ja gar nicht, bevor ich, meine Diagnose erhalten habe. Also, ich habe jetzt in dem Sinne auch keine Hyperlordose tatsächlich, aber nichtsdestotrotz ist dieser Abstand, am Scheitelpunkt der Wirbelsäule bis zur Bauchdecke bei mir auch zu klein wie bei den allermeisten. ja, Und da hat mir dann Schollbach eben schon gesagt, da könnte ich Übungen dagegen machen und so. Und das wusste ich ja bis dato gar nicht. Das heißt, es war was, das konnte ich noch gar nicht probiert haben. mhm, Da war ich dann schon, also, ich war froh, dass er mir erst mal 'ne andere Option als Operation genannt hat auf jeden Fall. ja. Aber ich verstehe es natürlich dann gleichzeitig auch, wenn Betroffene sagen: „Ja, ich leide seit Jahren, ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt 'ne Behandlung, die wirklich hilft.“ Ja, oder sie Kann ich haben's schon auch halt schon nachvollziehen. gemacht, ne? Also, ich Ja, habe halt auch schon immer ich habe schon immer 'n extrem starkes Hohlkreuz leider mit Skoliose und Beckenschiefstand und habe halt eigentlich schon immer Übungen und Krankengymnastik und alles Mögliche gemacht und, ja, dann ja. hilft's auch nix mehr. Aber es ist wichtig und ne, also, es ist wirklich wichtig zu betonen, wirklich bevor man sich operieren lässt, weil jede OP birgt auch Risiken und es ist einfach super wichtig, vorher solche alternativen Möglichkeiten auszuprobieren. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber dieser Satz halt hier mit, also, dass die Beschwerden in jungen Jahren vorübergehend auftreten aufgrund körperlicher Entwicklungen. Habe ich gedacht so: „Hä? Also, es treten Gefäßkompressionen in im Wachstum auf und dann verschwinden sie im Alter wieder?“ Nein. Also, das ist ja wohl nicht so. Und, ja, ich finde diesen Satz einfach 'ne extreme Frechheit. Also, Du hast ja der gemeint, du hast bagatellisiert das so enorm, finde ich. Mir geht's ja gar nicht nur um mich selbst, sondern wenn ich halt an die ganzen Leute denke, die ich kenne, also das kann einfach nicht passen. Ich kenne halt Leute, die einfach jahrelang extrem gelitten haben, auch Leute, die wirklich lebensbedrohlich davon betroffen waren oder sind. Ich habe teilweise Bekannte, wenn ich länger nichts von denen höre, dann weiß ich nicht, ob die nicht schon wieder auf der Intensivstation liegen oder halt gestorben sind. Ich habe von 'ner jungen Frau gehört, der geraten wurde, dass sie ins Hospiz gehen soll. Und dann natürlich sind dann noch andere Krankheiten dann, spielen da auch 'ne Rolle. ja, Grade EDS haben ja auch ganz viele dort. EDS kann super schrecklich sein. ja, Aber das finde ich einfach krass, da zu sagen: „Ja, das ist halt bisschen Wachstum, ist halt normale körperliche Entwicklung.“ Nein. Also, sorry, aber nein. Wenn du nicht mehr essen kannst, wenn du irgendwie künstlich ernährt werden musst, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann ist das keine körperliche Entwicklung. Wenn du immer 24/7 Schmerzen hast. Also, das finde ich einfach 'ne Frechheit. Da habe ich dann geweint, weil ich so wütend war. mhm. Ja, verstehe ich auch total, weil das ist halt wirklich 'ne Bagatellisierung. Ja, Also total. und das ist das, wo wir halt jeden Tag gesagt bekommen. Ja, ja. Das, Und es ist schon schlimm, wenn man nicht, also, wenn man in Anführungszeichen mild betroffen ist, ist es schon schlimm, so was zu hören. Aber wenn man dann halt so 'n paar Leute kennt und so 'n bisschen in der Community unterwegs ist und halt einfach gesehen hat, welches Ausmaß diese Gefäßkompressionssyndrome mit sich bringen können, dann ist es einfach echt 'ne Beleidigung. mhm. Ja. Aber es sagt auch wieder die Frau Doktor Pfister, jetzt ist sie mir doch nicht mehr so sympathisch. Vorhin habe ich noch gesagt: „Lass die mal kontaktieren.“ Ähm, ja, Na ja, also das fand ich den schlimmsten Satz da drin tatsächlich. mhm. Ja, aber gut. Sollen Ja, wir weitermachen? ja, genau, lies mal den nächsten Abschnitt. Okay. Keine standardisierte Behandlung beim Nussknacker-Syndrom. Die Situation beim Nussknacker-Syndrom ist noch schwieriger. Hier gibt es leider noch keine standardisierte Behandlung, sagt Peter Klein-Weigel. Stents verrutschen an dieser Stelle gelegentlich. Im Extremfall kann sich das kleine Röhrchen durch die Vene drücken. Eine Alternative ist, die Vene zu verlegen oder die Arterie zu versetzen, die auf sie drückt. Aber das sind große Eingriffe, die gut überlegt sein wollen, sagt Klein-Weigel. Pfister pflichtet ihm bei. Wir haben keine Langzeitergebnisse. Der Eingriff könne zum Beispiel zu Verwachsungen führen. Wo eine OP klar helfe, wenn das Nussknacker-Syndrom sicher diagnostiziert ist und die linke Niere sehr viel größer als die rechte. Dann liegt eine starke Stauung vor, die Flankenschmerzen hervorruft. Im Urin ist zudem Blut nachweisbar. Hm, Wollen wir kurz Pause machen direkt? ja, okay. Ja, das hatten wir vorher schon mal angesprochen, dass das auch nicht unbedingt so sein muss, dass es eher die Seltenheit ist. Ah.
Und dass man durchaus auch starke Schmerzen haben kann, ohne dass die, Niere schon leidet. Also, es ist einfach es tut also, ich tue mir jetzt wirklich schwer, weil es sind Ärzte, Ärztinnen, und wir sind es nicht. Ja, Und ich bin mir dessen bewusst, weißt du? Also, und ich sage ja auch nicht, dass das, was wir jetzt hier sagen, irgendwie, das einzig Wahre ist. Aber es ist unsere Erfahrung, die wir einfach über viele Jahre an Recherche gemacht haben, wo die Mediziner vielleicht die haben studiert, die haben Alltagserfahrung. Wir wissen aber, wie's am eigenen Leib ist und wir wissen, wo die Problematik auch besteht, dass halt eben einfach zu wenig Wissen, über die Gefäßkompression vorhanden ist und, glaube ich, die im Studium auch überhaupt nicht vorkommen. ne, Ähm, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass und das so im groß Alltag thematisiert wird. ja bisher im Prinzip ignoriert und als selten abgestempelt wurde. Hm, also, dass halt hier steht, ähm, das Nussknacker-Syndrom ist sicher diagnostiziert, wenn die linke Niere sehr viel größer ist als die rechte, ist einfach falsch. Also, es Ja. tut mir leid, aber es ist falsch. Ich habe das noch nie von irgendjemandem, wo das Nussknacker-Syndrom hat, gehört, dass die linke Niere größer ist, weil sie sich staut. Ne, ich habe eher von also, ich habe von einer Betroffenen gehört, die tatsächlich 'ne Schrumpfniere hat, wo die Niere eingeschrumpft ist Ja dann. gut, aber bei der kann das 'ne andere Ursache sein, weil die ist ja schon voroperiert. Also, da Ah, okay, du weißt, wen ich meine. ja, Schön. weil da Ähm, denke ich halt eher, dass vielleicht, die OP so 'n bisschen da mit, d okay, das ich beigetragen hat. weiß es nicht, woher das kommt, aber Also, das ist ja wirklich 'ne Ausnahme so, weil auch sonst habe ich's auch noch nie gehört. international gibt's da nichts zu. Nichts, Ja, ähm, dass da das 'n Zeichen ist, dass man das Nussknacker-Syndrom hat. ja, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich bin ja, so, oh Mann, ähm, Und halt auch wieder so diese Aussage so: „Ja, und wenn das nicht so ist, dann kann's ja gar nicht so schlimm sein.“ So, das ist der Subtext, den ich da rauslese. Wo ich mir denke: mhm, „Nein, ich weiß aus Erfahrung, dass man sehr starke Schmerzen haben kann, ohne dass die Niere in irgendeiner Form beeinträchtigt ist.“ ja. Und was halt leider auch nicht stimmt, und da sind die eben halt auf 'nem alten Stand und da sieht man, dass wir in Deutschland halt einfach so uns null mit diesem Krankheitsbild beschäftigen, dass die halt sagen, es gibt keine standardisierte Behandlung. Ja, In den USA gibt es die aber und das ist die AT und da gibt's auch 'ne Studie dazu, wo ich ja auch schon, drüber berichtet habe auf Instagram. Es ist 'ne Studie, die ist mhm, wirklich wegen Nussknacker-Syndrom. Wie wirkt sich das aus? Und es ist so krass, weil ich sehe ja, wie viele Personen in den USA, ähm, operiert werden und das da 'n totales Standardverfahren ist und mittlerweile auch total, die Ärzte, also die Chirurgen, Chirurginnen, total spezialisiert sind da drauf und mhm, wirklich ihr, ähm, OP-Verfahren total angepasst haben. Also, da sind teilweise dann die, OP-Techniken so, dass du 'ne ganz kleine Narbe nur hast oder so, weißt du? Also, viel auch, Robotik also mit Roboter assistiert. mhm, Also, die haben wirklich schon richtig verfeinerte, Methoden entwickelt und das machen die ja mhm, nicht ohne Grund. Die weißt du, also, die behandeln ja Nussknacker nicht ohne Grund in den USA hauptsächlich, mit 'ner AT. ja. Und ja, hier in Deutschland gibt's keine standardisierte Behandlung. Ja, richtig. Ja, weil's hier einfach noch nicht angekommen ist irgendwie. Ja. Also, scheinbar beschäftigen die sich ja nicht, ähm, wie es in anderen Ländern ist. Ne, ne. Ja. Ja, schade. Okay, ich lese weiter, ja? Mhm. In anderen Fällen bringt ein Eingriff nicht immer Besserung. Unter anderem beim Dunbar-Syndrom haben wir die Erfahrung gemacht, die Patientinnen und Patienten sind nach einer OP nicht immer schmerzfrei, sagt Pfister. Etwa 2 Drittel profitierten überhaupt von einer OP.
Bei 20% trete keine Besserung oder sogar eine Verschlechterung ein. Deshalb operieren wir nur ausgewählte Fälle, sagt Pfister. In jedem Fall ist es wichtig nachzuuntersuchen, was aus den Patientinnen und Patienten wird, sagt Pfister. Nur so könnten Behandelnde dauerhaft Erkenntnisse gewinnen, was wirklich helfe. Ja, unterschreibe ich. Auf jeden Mhm. Fall, das wäre wichtig. Ja. Und das ist Ja, ja und das das mit auch, was die, Sommerfeld, gesagt hatte, mit der ich ja auch schon 'ne Folge aufgenommen habe, ne, mhm, zum ja. Dunbar. Ja, bei Dunbar ist es noch also, da würde ich mir noch mal länger, glaube ich, überlegen, ob ich das operieren lasse. Weil da habe ich schon wirklich auch ganz oft gehört, dass es den Leuten nach der OP halt schlechter geht, weil es halt einfach, ja, 'n schwieriger Eingriff ist, halt da direkt an diesem Nervengeflecht und da kann das halt auch mal nach hinten Genau, losgehen. das ist es halt, ne? Weil wenn ich mir überlege, an der Niere also klar, irgendwie sind überall Nerven, aber das ist ja wirklich 'n sehr zentrales Nervengeflecht, was Mhm. da halt ist, ne, an der Stelle und, aber ich denke dann halt: „Ja, aber welche Wahl hast du, wenn du nicht Ja, mal klar, mehr da gibt's trinken halt sonst kannst?“ es gibt nichts anderes. Du kannst halt gucken, halte ich das aus oder nicht. Und wenn du halt dann irgendwann wirklich nicht mehr essen kannst, dann, ja, brauchst du halt 'ne Lösung. Ja, und das sind ja oft halt also, es sind Extremfälle, aber die gibt's halt dann doch sehr häufig, dass wirklich viele halt gar nicht mehr essen können. Ja. Und du hast ja auch gesagt, du konntest ja auch nicht mal mehr trinken, ne? Doch, also ich wurde nicht künstlich ernährt, dem konnte ich Ah, entgehen. okay. Zum Glück, da war ich heilfroh, weil ich hatte da massiv Angst vor, weil es ja extreme Risiken einfach birgt, wenn du künstlich ernährt wirst. Aber ich habe ja bestimmt 'n Jahr lang oder so nur Flüssignahrung zu mir genommen und das war nicht schön. Mhm. Und mir ging's ja selbst mit der Flüssignahrung schlecht. Also, es war ja nicht so, dass ich dann die Flüssignahrung getrunken habe und ich hatte dann keine Symptome mehr, sondern mir ging's schlecht jeden Tag. Ich hatte jeden Tag richtig schlimme Attacken mit Schmerzen und Übelkeit. Das war wirklich also, das wäre so nicht mehr lange weitergegangen und das, obwohl ich nur noch Flüssignahrung zu mir genommen habe und davon auch noch zu wenig. Also, ich habe auch abgenommen. Also, ja, und deswegen war für mich klar, ich brauche einfach 'ne Lösung und es gibt halt leider nichts anderes als 'ne OP aktuell, was das Dunbar-Syndrom betrifft. Also, mir wäre jedenfalls nichts anderes bekannt, was man machen kann. Mhm. Ja. Und da ist ja dann wichtig, wie viel entfernt man, ne? Also, man darf Genau. nicht zu Da muss man wenig halt zu jemandem entfernen gehen, der da wirklich Erfahrung mit hat, und nicht zu viel. Ja. aber auch nicht zu wenig halt, weil lange war's ja auch so, dass irgendwie das Ligamentum arcuatum nur durchtrennt wurde und dann ist es halt einfach wieder zusammengewachsen und dann Mhm. halt oft schlimmer als vorher. Deswegen, man muss genug entfernen, dass es halt nicht wieder zusammenwächst, aber halt nicht zu viel. Ist halt schwierig, glaube ich. Mhm. Da braucht man jemanden mit viel Erfahrung. Da ist es ja auch, also, da hat ja die Sommerfeld gesagt gehabt, dass sie da 'ne Technik verwendet haben, dass sie da auch was so reingelegt haben, dass quasi das nicht zuwachsen kann. Mhm. Ja, Fand ich auch super interessant, weil, ich mich natürlich, eher mit Maitörner und Nussknacker beschäftigt habe, ganz ja. klar, ne, weil das halt eben meine Baustellen waren. Mhm. Ähm, und bei Wilkie und Dunbar bin ich halt einfach auch, zwar informiert, aber nicht so krass ins Detail wie jemand, der halt selber auch betroffen ist und da natürlich dann auch, ähm, ganz anders recherchiert und an das Thema rangeht, ne? Ja. Ja, gut. Dann lese ich den nächsten Abschnitt. Das ist der Ja. Abschnitt Abschnitt? Und dann sind wir ja auch schon durch. Dann sind wir durch, ja. Und ich habe aber noch 2 Themen, die ich dann danach gerne, Ah, okay. ansprechen möchte. Die habe ich mir extra notiert. Hohe Kosten sind nicht gerechtfertigt. Die Patientinnen von Schmerztherapeutin Neuhaus berichten teilweise über hohe Kosten für die OPs. In einschlägigen Foren ist von fünfstelligen Summen die Rede. Man muss ganz klar sagen, es gibt keinen Grund für horrende Privatrechnungen auf diesem Sektor, sagt Kleinweigel. Die Diagnostik und gegebenenfalls Eingriffe aufgrund von Varikosen oder Kompressionssyndromen können komplett über die Krankenkasse abgerechnet werden. Patientinnen sollten vorsichtig sein, wenn sie entsprechende Verträge zu privatärztlichen Behandlungen unterschreiben. Im Nachhinein sei es schwierig, dagegen vorzugehen. Beide Gefäßmediziner raten Betroffenen mit Verdacht auf ein Kompressionssyndrom bei einer Diagnose unbedingt eine Zweitmeinung einzuholen, Differentialdiagnosen abklären lassen, zum Beispiel Endometriose oder andere gynäkologische Erkrankungen wie Myome, unbedingt an ein zertifiziertes Gefäßzentrum wenden, das interdisziplinär und mit von der DEGUM zertifizierter Ultraschalldiagnostik arbeitet
und nach der dortigen Expertise zu Gefäßkompressionssyndrom fragen. Hier sollte die jährliche Fallzahl zweistellig sein. Ui. So, also, das Problem ist ja nicht, dass die OP-Methoden nicht, von der Krankenkasse getragen werden würden, sondern das Problem mit Sandmann ist ja, dass er halt an einem Privatkrankenhaus ist. Nur deswegen zahlt die Krankenkasse das nicht. Nicht, weil die OP-Methode irgendwie schlecht wäre. Deswegen also hier dieses es gibt keinen Grund für horrende Privatrechnungen. Doch, weil man halt in 'nem Privatkrankenhaus dann sein muss, Ja, wenn zwangsläufig, wenn der man halt von einzige Arzt, der 'n das operiert, aber Achtung, genau, wahrscheinlich meinen die 'n Stent in die Beckenvene kann man wirklich überall machen, wird bezahlt. ja, Embolisation der Eierstockvene, Coil oder Plug reinsetzen, kannst du auch überall machen, wird von der Krankenkasse bezahlt. Das Problem war ja die ganze Zeit eher, ähm, das Nussknacker-Syndrom, ja, wo es keinen Arzt gab, der da was gemacht hat. Und man muss ja auch sagen, Sandmann macht ja nicht irgendeine Standard-OP, sondern der setzt ja Prothesen um die Venen drumrum, also nicht 'n Stent in die Vene rein, ja, das ist eben wie's was halt anderes. wie's halt Gefäßchirurgen machen, sondern der setzt halt um die Vene, diese Prothese, damit die Vene von außen nicht abgedrückt wird. Genau. Es Der ist hat 'n halt so komplett seine eigene Methode gen praktisch. es ist keine eigene Methode, die gibt's in China auch schon sehr lange. Ah, okay, Also, er wusste hat ich das nicht. jetzt nicht erfunden oder so. Also, es gibt auch Studien, und Artikel zu den Prothesen, die in China verwendet werden. Die werden da sogar mit 3D-Drucker an die Patienten direkt angepasst. Wow. Ähm, aber wenn man halt sagt: „Ich möchte bitte alle ich möchte nicht zu unterschiedlichen Ärzten gehen und da jeweils eine Sache operieren lassen, dann habe ich ja irgendwie 5 OPs oder 3 OPs, Mhm. sondern ich hätte gern eine OP, wo alles behoben wird, das macht halt nur er aktuell Genau, und ja, er ist der Einzige, der halt aktuell auch diese Prothesen einsetzt, ne? ja. Und dann hast du halt keine andere Wahl. Dann musst du halt ins Privatkrankenhaus, Ne, wenn du das machen möchtest. Und, dann, ja, hast du halt 'n Problem. Also, dann zahlt's dir halt die Krankenkasse nicht. genau. Ich dachte ja ganz lange, das ist wirklich an seiner Methode, die er benutzt, irgendwie gekoppelt. Und dann habe ich ja festgestellt, weil ich habe ja die Methode aber woanders machen lassen Mhm. und das hat ja die Krankenkasse ohne irgendein Problem gezahlt. Also, da muss ich nicht mal irgendwas Ja, beantragen. weil du halt an einem Krankenhaus dann warst, was halt über Krankenkasse abgerechnet Genau, wird und nicht ja, an 'nem Privatkrankenhaus. Es liegt also nicht an der OP, sondern einfach, dass er halt an 'nem Privatkrankenhaus ist. Ich weiß nicht, ob das seinem Alter geschuldet ist, dass ja, halt das ist seinem Alter geschuldet. ab 'nem bestimmten Alter darf man halt kannst du halt nur noch dann, wenn du weitermachst nach der Rente, an 'ner Privatklinik halt Ja, dann machen. Und wir sind ja happy, dass es, die, Dr. Gürsoy gibt, die dich ja operiert hat und, du da nicht, ja, irgendwie 'n Kredit aufnehmen musstest, um dir die OP leisten zu können, damit du die Option hast, wieder gesund werden zu können. Also, das ist ja. halt auch schlimm, dass man da halt gezwungen wird zu so was. Das macht man ja auch nicht freiwillig. Ne, oder dass man dann Spendenaufruf machen muss. Also, Ja. das will man ja nicht machen. Und deswegen ich weiß, ich wiederhole mich, aber deswegen bin ich einfach so froh, dass, der Dr. Jeniken sich in Freiburg jetzt dem Nussknacker-Syndrom angenommen hat. Ja, Als einziger Arzt jetzt hier in Deutschland, so. Und der kennt halt auch die Studien und der beschäftigt sich und wo ich dann bei ihm war, und da war also, während ich in der Klinik war, war auch ein Feiertag dabei. mhm. Und nach dem Feiertag kam er direkt zu mir und hat gemeint: „Also, ich habe mir jetzt noch mal die Leute angeguckt, die mit Nussknacker-Syndrom bei mir waren. Was mir aufgefallen ist, die haben alle auch Mye-Turner.“ Und dann dachte ich: „Was für 'n toller Arzt ist es, der an seinem Feiertag da sitzt und sich die Patientenakten noch mal anguckt.“ Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so manche Ärzte, die sind da so richtig Detektiv und die interessiert es dann auch und die wollen da sich richtig reinarbeiten und wollen wissen, was da das Problem ist. Ja, und das sind ja Putz, Scheubach, Ja, Sandmann, ja, Jeniken. Ähm, ja, und das sind die Ärzte, wo ich einfach nur heilfroh bin, dass es die gibt, auch ob man jetzt denen ihre Verfahren gut findet oder nicht gut findet, ist jedem selbst überlassen, ne? Also, ähm, ja, aber die beschäftigen sich halt wenigstens und die wollen halt wenigstens 'ne bessere Lösung für uns finden. genau.
Ja, dann zu diesen Tipps, die dann hier genannt werden. Also, das ist der erste Tipp, da gehen wir ja mit, Zweitmeinung, auf jeden Fall. Der zweite Ich bin für Tipp, Drittmeinung. wie bitte? Ich bin für Drittmeinung. Ja, oder oder Viertmeinung. Ja. Ja. Es ist halt auch immer schwierig. Also, wie gesagt, ich wollte mir ja auch 'ne Zweitmeinung einholen. Ich wusste halt gar nicht, wo ich da hin soll. Da bin Ja. ich halt einfach zum nächsten Gefäßchirurgen hier gegangen bei mir in der Nähe. Der kannte sich halt nicht damit aus. War Ja. 'n bisschen schwierig. Aber hat mich dann trotzdem also, hat mir weitergeholfen, weil es hat mich dann in meiner Erstmeinung bestätigt. Mhm. Genau, zweitens, Differentialdiagnosen, ja, auf jeden Fall, aber das ist ja in den allermeisten Fällen schon passiert. Also, meistens Genau. sind ja die Gefäßkompressionssyndrome eher so die letzte Station Ja, und nicht das erste, worauf du kommst. ja. Dann, und drittens und viertens finde ich jetzt 'n bisschen, ironisch. Also, dieses Degum-zertifizierte, dass das Gefäßzentrum Degum zertifiziert sein soll. Ja, also Degum ist die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin und die eben machen so Zertifikate für halt Ultraschalldiagnostika oder so. Mhm. Das ist bestimmt 'ne gute Idee, aber jetzt rate mal, wer die höchste Stufe von diesem Degum-Zertifikat hat. Schwabach. Ja, Dü, 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 dü. Ja, und wer noch? weiß ich nicht. Habe ich Wie nicht viele nachgeguckt. Stufen gibt's da? Es gibt 3 Stufen. In der dritten Stufe ist es halt echt so, dass das, dann wirklich komplexe Ultraschalldiagnostik ist. Da musst du selber dann auch Ausbilder dort sein. Du musst 'ne Prüfung absolvieren. Du musst wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich geleistet haben. Also, das ist, glaube ich, schon 'n gutes Zertifikat. Mhm. Und das hat Schollbach. Und der war da jahrelang Mitglied. Der ist jetzt irgendwie nicht mehr Mitglied, weil er halt ausgetreten ist aus irgendwelchen Gründen. Aber, der hat dieses Zertifikat ursprünglich mal gekriegt. Und dann viertens, dass man wohin gehen soll, wo jährlich die Fallzahlen zweistellig sein sollen. Na, oder wo 'ne Expertise zu Gefäßkompressionssyndrom, Ja, gibt. aber auch da, ich glaube, Schollbach hat wahrscheinlich zweistellige Fallzahlen in der Woche. Also, ich finde es lustig, weil die ganze Zeit den ganzen Artikel gegen Schollbach so schießen und dann irgendwie die Tipps dann doch irgendwie mich eher dann wieder zu ihm führen, ehrlich Ja, vor gesagt. allem jährliche Fallzahl zweistellig ist ja lachhaft. Ja, aber es Im ist ja auch so Jahr selten, Marlene. zweistellig. Das ist ja so selten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich Ich auch gesagt. nicht. Also, ich würde mich jetzt nicht wohlfühlen in 'nem Zentrum, wo dieses Jahr jetzt erst irgendwie 10 Leute Mm-mm. waren. Ne, Da würde ich ich mich auch jetzt nicht nicht. so gut aufgehoben fühlen, ehrlich gesagt, aber okay. Ne, ich auch nicht. Gut. Hast du noch was zu sagen zu dem Artikel? Ja, was mir ganz wichtig war, bei dem Artikel steht oben drüber Ah ja, wissenschaftlich geprüft. ja. Und dann denke ich natürlich erst mal: „Oh wow, das, was da drin steht, entspricht der Wahrheit zu 100%." Ja, ne, also ich bin da mal draufgegangen. Kannst du ja draufklicken auf dieses wissenschaftlich geprüft und, habe jetzt nicht so viel herausfinden können, was das bedeuten soll. Also, da kommt man dann halt zu 'nem Text, wo sie halt selber sagen: „Ja, ja, wir machen das ganz gut." Und wo sie halt dann schreiben: „Ja, ja, wir haben das, Zitat, gründlich recherchiert." Wobei ich mir da denke: „Okay, aber ihr habt halt 2 Quellen angegeben und 'N eins davon Flyer? war nicht mal 'ne Studie." Irgend 'n So. Flyer? Ja, sondern Flyer. Und dann haben sie noch geschrieben, dass, ihre Artikel von einer wissenschaftlichen Redaktion geprüft werden. Aber was diese wissenschaftliche Redaktion ist, also wer das ist, das steht da nicht. Und das finde ich halt 'n bisschen intransparent, weil ich würde mir halt gerne selber 'ne Meinung bilden, wie wissenschaftlich ich diese Redaktion finde. Ob sie da jetzt ihre eigene Redaktion meinen oder 'ne andere, das weiß ich jetzt irgendwie nicht. Also, das wird daraus nicht ersichtlich. Meine Gedanken sind halt, also, ich habe immer gedacht, wissenschaftlich geprüft, Wissenschaft hat was mit Studien zu tun und Forschung. Ja, Aber auf aber welche selbst dann kannst du ja Studien auch und schlecht welche wissenschaftlich arbeiten. Also, wenn du genau, die auf Forschung was dann halt haben irgendwie sie aus'm sich denn da Kontext reißt oder bezogen? so. Ja. Und die Reaktion von denen habe ich mir übrigens auch mal angeguckt und ich habe mir auch die Autorin angeguckt. Das ist übrigens die Daniela Frank. Wir wollen ja hier Credits geben. Ähm, und die Redaktion besteht größtenteils einfach aus, JournalistInnen. Also, es gibt, also eine Ärztin und also, ich glaube, es ist 'ne Bauchchirurgin und ein Internist, glaube ich, also tatsächlich 2 Mediziner. Und sonst sind es halt, einfach alles Journalisten, die aber auch alle keinen medizinischen Hintergrund haben. Also, eine hat, glaube ich, Psychologie studiert und die schreibt dann auch über psychologische Themen. Das finde ich noch, also, es klingt gut. Aber jetzt zum Beispiel Daniela Frank, hat Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie studiert. Das heißt,
warum die jetzt Medizinredakteurin genannt wird, ja, Ja, weiß ich ich meine, das ist ja egal, man kann ja, trotzdem, gut recherchieren, zu 'nem ja, klar, bestimmten aber ich Thema. finde Also, schon, dass das es von Vorteil ist, wenn man irgendwie aus der, Materie kommt oder wenigstens dann schon länger in der Materie gearbeitet ja. hat. Gut, sie haben halt 3 Ärzte dazu befragt, ne? Ja, das Ist ja stimmt, schon mal ja. gut. Ich frage mich halt nur, warum haben sie die 3 Ärzte, also scheinbar, ähm, haben die mit denen irgend 'n Deal oder ich weiß nicht, wie man das nennt, dass die halt, für diesen, wie heißt der Verlag? Wort und Bild. Wort und Bildverlag arbeiten und da halt sozusagen bei solchen Artikeln quasi, mitmachen. Also, Scheint meinst du jetzt die, die drin vorkommen, also die Frau Doktor genau, Heuhoff? also weil Ach den, so, kommen die anderen Artikeln auch vor von denen? ich weiß es nicht, aber den, kleinen Weigel, den habe ich ja jetzt schon mal irgendwie, glaube ich, bei der Apothekenumschau haben sie den zitiert. Und es Ah, ist ja okay. oft, dass Verläge mit bestimmten Ärzten einfach zusammenarbeiten und die befragen. Okay, das macht Sinn, aber wenn du halt dann was so Spezifisches hast, dann kannst du halt nicht irgendwelche Ärzte nehmen. Ja, aber sie haben ja irgendeinen Gefäßchirurgen genommen Ja, eben, aber und das ist nicht also das jemanden, der sich damit okay, aber sie schreiben ja, dass er sich explizit damit auskennt, aber unserer Erfahrung nach oder in unserer Community ist dieser Arzt unbekannt. ja, Ähm, ne, aber also wissenschaftlich geprüft, mir fehlt da einfach Forschung und Studien, die sie quasi angeben, worauf sie sich beziehen. Es bezieht sich im Prinzip nur auf das Wissen und die Erfahrung dieser 3 Ärzte. genau. Und dann noch diese eine Studie zu Pelvic Congestion Syndrom. Ja, eine Studie. Ja, es Ähm, gibt halt leider nicht viele Studien dazu. Ähm, ja, aber dann kannst du halt keinen wissenschaftlich geprüften Artikel drüber schreiben. ja. Also, mir kommt's halt vor, dass dieses wissenschaftlich geprüft eher so 'n Marketing Element ist, Glaube ich was die auch. Das haben die, glaube ich, auch verwenden. bei jedem ihrer Artikel. Ja, das ist wie wenn auf der Milchpackung, irgendwie Weidemilch steht oder so. Heißt nicht, dass Ja. die Kühe auf der Weide sind. So, egal. Ähm, wolltest du zu dem Thema noch was sagen oder kann ich zum Nö, nächsten ich Thema glaube fast sonst alles. okay, dann habe ich noch eine Sache und Ja. zwar, die haben ja quasi schon am Anfang angesprochen, Social Media, ne? In Social Media kursiert, Mhm. sozusagen, die Diagnose Gefäßkompressionssyndrome und viele denken jetzt, sie könnten das haben. Es gibt auf Facebook grade zwei Selbsthilfegruppen dazu in Deutschland, muss man sagen. Ja, das sind Ähm, deine, oder? hm? Ja, das sind deine, oder? Die Eine ist Selbsthilfegruppen? meine. Also, Eine, eine okay. hatte ich 2022 gegründet, und die andere, ist auch allgemein. Ich weiß gar nicht mehr, wann die von wem, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es sind auch viele Leute drin. Ich bin ja dann eh sehr ins Internationale, reingerutscht dann, weil da Mhm. einfach viel, viel mehr Leute drin sind und da man wirklich so viel mehr Wissen hat, und erfährt. Und auf Social Media gibt's ja jetzt eigentlich nur Vascular Voices, was so allgemein aufklärt. Ich Ja, denke mal oder halt so nicht Privatpersonen, die halt ihren eigenen Krankheitsweg so genau, aber zeigen. ich denke mal nicht, dass die gemeint sind. Ne, glaube ich auch nicht. Ähm, und ich fand's schade, dass nicht jemand kontaktiert wurde von den Selbsthilfegruppen. Also, muss ja gar nicht ich sein, aber gut, da ich jetzt halt da jetzt ziemlich breit aufgestellt bin, hätte ich mir gewünscht, die hätten mich kontaktiert und gesagt: „Hey, wir möchten das Thema aufnehmen, wir möchten dazu 'n Artikel schreiben.“ Ja, Und das hat nicht stattgefunden. Es war auch totaler Zufall, dass ich überhaupt da drauf gekommen bin, auf den ihren Beitrag und den Artikel. Und ich habe dann denen auch sofort 'ne private Nachricht geschickt, und habe gesagt: „Hey, ne, also voll cool, dass ihr da drüber berichtet und super schade. Ich hätte mir voll gewünscht, ihr hättet mich ja kontaktieren können, dann hätte man das vielleicht auch zusammen machen können oder so“, ne? Hm, und da habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen. ja, Also das ist halt nichts. schade. Und auch auf die restliche die Kritik wurde ja jetzt nicht so viel eingegangen. Also, Ja, es haben ja einige Betroffene dann unter dem Instagram-Beitrag wirklich genau. geschrieben und das fand ich ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Also, jeder, der jetzt zuhört und da drunter, 'n Kommentar gelassen hat, ähm, ist wirklich total stark, weil wir müssen als Community unbedingt zusammenhalten. Anders geht's nicht, sonst, werden
ja, werden wir halt durch Medical Gaslighting einfach klein gemacht wieder. Ja, Und da sind wirklich ganz tolle Sachen, drunter geschrieben worden, die ja auch lange nicht kommentiert wurden dann von der Redaktion. Und dann kam ja, 'ne Antwort, auch nicht bei allen, die relativ standardisiert war und ja, gar nichtssagend nicht einfach. individuell drauf eingegangen ist, was die Personen eigentlich quasi bemängelt haben oder kritisiert haben. Ja. Ja, das ist halt schade, dass dann da gar nicht drauf eingegangen wird. Ich denke mir, der Artikel war bestimmt jetzt nicht böswillig oder irgendwas, der war sicherlich gut gemeint. Ähm, aber sie hätten ja dann bemerken können: „Oh, ist irgendwie nach hinten losgegangen“ und dann sich wenigstens eben dazu äußern oder so. Das hätte ich halt schön gefunden. Hattest du nicht gesagt, dass sie dir geantwortet hatten? Ja, ich habe den auch privat geschrieben, weil ich war die Erste, die unter dem Beitrag kommentiert hat und dachte mir dann: „Oh, ne, vielleicht war ich jetzt doch irgendwie zu hart oder so.“ Weil da mir da auch noch nicht klar war, dass das 'n Verlag ist, sondern ich dachte, das wären halt Betroffene, also Endometriose-Betroffene, die sich da organisieren. Und dann dachte ich mir: „Ja, komm, wir sitzen im selben Boot, ich will die jetzt auch nicht in die Pfanne hauen oder irgendwas.“ Und dann habe ich denen halt noch mal privat geschrieben, ganz nett, noch mal geschrieben: „Hey, das war nicht böse gemeint und so, wir sitzen ja im selben Boot und dass es mich aber halt wirklich verletzt hat.“ Da habe ich, glaube ich, sogar auch geschrieben, dass ich sogar geweint habe. Mhm. Und da kam dann 'ne Antwort, aber halt also so 'n Einzeiler oder so. Also, da kam jetzt auch nix Langes. Nur so: „Ja, ne, haben wir schon verstanden, dass es nicht böse gemeint war“, so nach dem Motto. Das war alles? Ja. Krass, also überhaupt nicht drauf eingegangen, ne? Ne, Ja, und das finde ich halt traurig. Also, da ja. muss ich wirklich sagen, ist das echt schlecht moderiert. Ja, generell keine Ahnung, der Instagram-Account, also die posten ja schon regelmäßig, Mhm. aber, jetzt so auf die Kommentare wird ja generell, glaube ich, nicht so viel reagiert. Ähm, Das ist 'n bisschen seltsam Ja, irgendwie. eben, es wird nicht gut moderiert, das meine ich Ne, ja, ne? gar Und nicht, dann gar kommen nicht. irgendwelche Standardantworten, die sich nach ChatGPT anhören. Also, Ja, generell der ganze Account hört sich 'n bisschen nach KI an, finde ich. ja, und das ist halt, also, ich finde es einfach unglaublich schade, unglaublich traurig, verletzend, dass halt dass halt da gar nicht richtig reagiert wird auf die ganzen Betroffenen, die sich da wirklich, für die dieser Artikel auch irgendwo 'n Schlag ins Gesicht war. Ja, Ähm, Das einfach stehen zu lassen und drüber hinwegzugehen so. ja. Und wie gesagt, ich finde halt einfach schade, wenn man so 'n Artikel macht, warum beschäftigt man sich dann, also, warum nimmt man da nicht auch irgend 'ne betroffene Person dazu? Ja, das Also, ist es immer muss 'ne ja gute nicht ich sein, Perspektive, die weißt man du? da reinbringen könnte. Ja, und das finde ich halt, ja, ich meine, wir haben jetzt den Artikel echt ordentlich auseinandergenommen, muss man schon sagen. Wir haben ja auch gedacht, so: „Hopp, komm, wir machen, ne, 'ne kurze 30-Minuten-Folge.“ Aber jetzt ist es eher so 'ne Maxi-Folge geworden, weil einfach da so viel drin ist und die jetzt da, wirklich durchgehalten haben, zugehört haben, ähm, wissen jetzt auch so vielleicht 'n bisschen, oder ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, erkennen vielleicht auch Ärzte wieder, bei denen sie waren und die auch Ähnliches gesagt haben, wie in dem Artikel drin steht, und Ja, verstehen vielleicht, warum mir die Aufklärungsarbeit so wichtig ist, ähm, und dass wir laut werden müssen. Dass wir ja. wirklich, und selbst wenn wir das jetzt, ne, selbst jetzt, wo wir laut werden, kommt dann so 'n Artikel als Reaktion. Ja, so direkt, also, weil ist jetzt auch nicht so leider, dass Westfäler Voices jetzt schon so Ne, riesig wäre. Ich meine, überhaupt wie viele nicht. Follower? 500 oder so sind's Ja, aktuell, oder? ja. Und also, ist ja eigentlich für so Social-Media-Verhältnisse noch sehr klein. Es Und ist dass dann nichts. Es direkt ist da so einfach reagiert wird, nichtssagend. das ist schon bezeichnend. Und es ist und das erschreckt mich. Ja. Also, weil ich das Gefühl habe, wir werden irgendwie gleich, ähm, versucht, klein, also, ne, ich habe irgendwie das Gefühl so, dass dieser Artikel soll irgendwie, mir fehlen da jetzt irgendwie die Worte. Ja, man hat so das Gefühl, dass so das erste Aufbegehren von uns irgendwie so direkt im Keim erstickt werden soll. Genau, danke. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob der Artikel wirklich jetzt davon verursacht wurde, dass jetzt Westfäller Voices existiert. Kann sein, dass sie den so oder so machen wollten. Aber also, ich finde das jetzt schon nicht, irgendwie weit hergeholt, dass du dich jetzt angesprochen gefühlt hast mit diesen sozialen Ja, ja, Medien und Internetforen. wer ist denn mit Social Media und Foren gemeint? Ja, eben, Also, das das kannst nur ist du da ja sein. tatsächlich nicht. Ja, Und ich glaube,
Ärztin in Heidelberg, ähm, tut ja sehr viele Endometriose-Patientinnen aktuell damit diagnostizieren Mhm, oder den Verdacht äußern und sagen, sie sollen da bitte dann noch mal das prüfen lassen, ne? mhm. Also, er sagt ja auch nicht, das ist zu 100%, sondern er macht 'ne Vermutung und sagt, das könnte sein, er sieht es, sie sollen das bitte noch mal abklären. Ähm, und ich glaube, deswegen häufen sich da auch grade so viel die Fälle mit Endometriose, Mhm. ähm, weil eben jetzt da ein Arzt ist, der halt hinguckt und der halt feststellt: „Oh, die haben sich jetzt schon 8-mal wegen Endometriose operieren lassen und bei denen wird gar nix mehr gefunden. Niemand weiß, wo kommen die Beschwerden her. Endometriose ist es nicht mehr. Ja, was ist es dann?“ Ja, Und er ist da halt, ja, so 'ne letzte Anlaufstelle und er stellt dann halt fest: „Okay, ne, da sind halt Gefäßkompressionssyndrome, die sind wahrscheinlich eher das Problem.“ Und wenn da jetzt zum Beispiel viele nach Heidelberg kommen zu dieser Ärztin und sagen: „Ey, ne, also, ähm, ich habe eigentlich immer die Diagnose Endometriose gehabt und jetzt ist da 'n Arzt, der sagt, ich habe Gefäßkompressionssyndrome.“ Natürlich häuft sich das grade wegen diesem einen Arzt, weißt ja, du? Aber wenn man jetzt irgendwo noch 'n anderen Arzt hätte, was weiß ich, wo geht man denn hin, wenn man Magenschmerzen hat, nicht essen kann? Das weißt du ja besser. ja, Gastroenterologe. Genau. Wenn's da jetzt jemanden gäbe, der das aufm Schirm hat, ja, dass es Dunbar gibt oder so, dann würden von dem ganz viele diagnostiziert werden. Dann hätte das mit Endometriose gar nix zu tun. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Also, ich Ja, finde es auch also, ich sage die ganze Zeit schade. Ich weiß auch gar nicht, wie ich's anders bezeichnen soll, dass die halt auf meine Nachricht auch überhaupt gar nicht reagiert haben. Sie ja, haben mich das einfach ist wirklich ignoriert. einfach schwach. Und ich hätte mir so gewünscht, dass dieser Artikel uns unterstützt, also uns Betroffene unterstützt. Ja, weil Nicht wir kriegen eh wir schon so wenig Aufmerksamkeit eingeräumt. Wir kriegen so wenig Presse. Ähm, Ich meine, wir wissen das ja gut. Wir sind ja beide ständig dabei, irgendwie zu versuchen, das an die Presse zu bringen. ja, Ich weiß nicht, wie viele Presseanfragen ich inzwischen schon geschrieben habe und da kommt meistens halt gar nichts zurück. Es ist halt nicht interessant, weil es halt einfach, ja, niemand kennt es, niemand interessiert's. mhm. So habe ich so den Eindruck. Ja, und selbst bei Abenteuerdiagnose oder Stern TV oder was weiß ich, wo ich auch schon hingeschrieben habe, kommt einfach nichts zurück. Ja, Bisher haben wir's ja nur geschafft, in der Apothekenumschau in der Januarausgabe 2025, dann in der BNN und in der Rheinpfalz waren dann 2 Artikel. Einmal, ähm, Apothekenumschau von der Isabel, BNN war Katharina und Rheinpfalz Zeitung war ich. Das war ja, jetzt bisher das Einzige, was wir hingekriegt haben. Ah, und die Plakatkampagne von ja, Misunderstood Bodies. natürlich, ja. Genau. Ja, und weil würden jetzt solche Artikel kommen, die uns unterstützen würden, hätten wir Betroffenen ja die Möglichkeit, 'ne gute Diagnostik zu bekommen, wo man nicht privat vierstellig 'n Betrag zahlen muss Ja, und wo wir Operationsmöglichkeiten hätten, die die Krankenkasse übernimmt. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt laut werden, damit wir Möglichkeiten für Behandlungen bekommen, wir genau. nicht selber Wir wollen ja auch bezahlen nicht, müssen. also, wir finden das ja auch ungerechtfertigt, die hohen Kosten, so wie es der Artikel beschrieben hat. Wir wollen ja auch, dass uns das einfach gezahlt wird. Ja, Ähm, natürlich. Wer will denn ja, freiwillig so viel Geld zahlen? Wir verschulden uns ja, ähm, aufs Übelste. ja. Und wir wollen halt auch nicht mehr irgendwie durchs halbe Land reisen müssen, um dann da operiert zu werden oder Ja, zum Arzt zu gehen, sondern es wäre natürlich schön, wenn man einfach, ja, zum nächsten großen Zentrum gehen kann und dann dort betreut wird. ja. Ist wirklich der Zustand ist wirklich schlimm und ja, ich weiß Ja, nicht, vielleicht hört hier jemand zu und, kennt jemanden in der Presse oder in 'nem Radiosender oder wo irgendwo beim Fernsehen arbeitet und so und hat irgendwie Verbindungen oder Möglichkeiten oder irgendwas, um uns da Kontakte, zu ermöglichen oder selbst irgendwie was in die Hand zu nehmen. Das wäre halt wirklich so toll und ich würde auch gerne noch mal an alle, die zuhören, appellieren und sagen: „Hey, es wäre total cool, wenn ihr also, wenn wir in der Kommentarfunktion, wirklich auch 'ne Diskussion anfangen.“ Ähm, und ja, mich interessiert, was denkt
ihr über diesen Artikel und über das, was wir jetzt gesagt haben. Also, ähm, ja, das wäre schön, wenn einfach da, in die Kommentare was reingeschrieben wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was die Leute sagen, was wir so für Feedback kriegen. Ja. Ja, gut, also, dann haben wir's, oder? Ja, wir haben jetzt lang genug geredet, glaube ich. Ja, aber wirklich. Das ist voll die Maxi-Folge, aber, ja, irgendwie war's ja auch notwendig und ich bin auch total happy, dass ich das mit dir gemeinsam machen konnte, und du da dabei warst und Ja, gerne. Immer wieder gerne bin ich hier zu Gast. ja, du bist ja eigentlich kein Gast. Aber mal Ja, gucken. ja, ja. Ich bin ja schon Ja. hinter den Kulissen aktiv. Ja, also dann wünsche ich allen, die jetzt zugehört haben, ein wunderschönes Weihnachtsfest und, einen schönen Heiligen Abend mit den Liebsten und falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, in ein gutes neues Jahr, in dem ganz viel passieren wird an Aufklärungsarbeit. Ja. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.